So. Ahoi. Einen wunderschönen Abend, euch zwei. Oder wer auch noch dabei ist. Ähm, Was soll ich sagen? Es geht weiter mit Animal Crossing. Wir haben es heute Nachmittag angefangen. Habe heute Morgen frei, von dem her. Passt perfekt. Ich hoffe, der Ton passt einigermaßen. Ich habe vorher ein bisschen rumgestellt. Wenn ich zu leise bin oder das Spiel zu laut, sagt einfach Bescheid. Bei der Switch leider geil passiert. Ja, es ist für ihn, der sie kennt, es ist halt das übelste Chill-Spiel. Also, weiß nicht, ob man recht viel sagen muss dazu. Aber ich denke, es kennt jeder. Zumindest schon mal gehört. Ich habe es letztes Jahr auf der Wii gespielt, habe ich heute Nachmittag schon mal gesagt gehabt. Da. Ähm, Wie geht's euch? Mir geht's gut, danke dir. Also, ich sage ja, heute Urlaub, morgen Urlaub, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Bei dir passt alles. Hast du deine Prüfung schon gehabt jetzt eigentlich? Oder deine ähm, Aufnahmetest? War's das? Wie ist da gegangen? Ich hoffe doch gut. Das Spiel läuft übrigens in Echtzeit, also deswegen ist es jetzt ja dunkel. Sprich, jetzt ist einem Spiel gerade 20 Uhr, also halb 9. Ja, ich hatte schon erfolgreich bestanden, habe aber eine rot-grüne Schwäche und muss schauen, ob ich trotzdem durchkomme. Ah, okay. Aber schon mal gut, wenn du bestanden hast. Rot-grün Schwäche? Also im Sinne von wirklich nur Schwäche oder tust du dich wirklich mit den Farben schwer? Ich glaube, so schlimm ist es jetzt, glaube ich, nicht, oder? Im normalen Leben fällt es ja meistens gar nicht auf, sag ich jetzt mal. Aber ich wünsche dir trotzdem alles Gute, hoffentlich schaffst du es. Hackel hier gerade ein bisschen rum. Ah, da kriegen wir noch Holz. Minimal, aber normalerweise kommt man deswegen nicht durch, aber es gibt da eine Grenze. Ah, okay. Dann hoffe ich, dass du drunter bist, also dass du trotzdem durchkommst. Was wäre Alternative? Also, oder gibt es eine Alternative für dich? Ich meine irgendwie so. Was gibt es noch? Bundesgrenzschutz oder sowas in die Richtung? Oder was auch in die Richtung ginge, sage ich jetzt mal. Hi! Warum läufst du andauernd zu mir gehen, wenn du mich den Rücken mit der Sprache raus? Ärgert dich irgendwer? Erzähl mir was. Erstmal auf die Faust wäre die Alternative, okay. Na, hast du letzte Nacht gut gepennt? Auf unserem Inselchen ist nachts eher tote Hose angesagt, Bossi. Macht aber nichts. Als alte Nachteule wird mir nie langweilig, solange ich derb um die Häuser ziehen kann. Derb vor allem. Na gut, Faust ist dann, na gut. Ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall. Ich hoffe, du schaffst das oder ich hoffe, es funktioniert. Was musst du eigentlich alles machen? Was für Tests sind da gefragt? Ich weiß, du musst sportlich ziemlich aktiv sein. Und ich meine, ich habe sowas noch nicht gemacht. Was gibt's da alles?
Ah, jetzt sitzt der da. Falls du mal irgendwann zum Thema einleben wissen möchtest, frag mich einfach, ich halte dir gerne weiter. Ach, da fällt mir ein. Hast du schon Erfahrung mit dem Nook-Portal im Service Center gemacht? Das ist eine absolute Pflicht. Man muss das einfach bloß einmal am Tag nutzen, um tolle Nook-Meilen zu sammeln. Wenn man das mehrere Tage hintereinander macht, gibt es sogar immer mehr Meilen auf einmal. Willkommen, Emit. Was kann ich heute für dich tun? Ich will was kaufen. Grundwissen, Deutschtest, Sporttest, Vorstellungsgespräch. Ach so, okay. Grundwissen wäre ich schon durchgefallen wahrscheinlich. Also wir haben so ein Auge, weil uns eine Wespe gestochen hat. Ah. Nook Shopping. Wir wollen kaufen. Den Song holen wir uns mal. Stellen wir uns einfach irgendeinen Scheiß. Bis bald, wir sind immer für Sie da. Bankautomat. Ansonsten würde ich sagen, heißt Farmen. Ah, Moment. Nein, keine Designs, nein. Nook-Meilen, bitteschön. Plus. Okay, dann. Einmal herstellen. Grundwissen ist nicht allzu schwer, da wird mehr die Bearbeitungsgeschwindigkeit, Merkfähigkeit geprüft. Achso, okay, gut, okay. Das wird noch gehen. Aber allgemein wissen bin ich leider wirklich nicht der Beste. Muss man ehrlich sagen. Die Wackelaxt ist fertig. Was haben wir denn noch? Gießkanne, ne? Ja, nice. Hab mich nur falsch ausgedrückt. Hab mit Grundwissen. Achso, okay. Ja gut. Ja, unbedingt falsch ausgedrückt, würde ich jetzt nicht sagen. Aber. Unkraut brauchen wir noch. Tschüss. Wie man macht. So. Ewig süß das Spiel. Ha, ich habe das ganze Unkraut zupft, ne? Hier gibt es nichts mehr. Hinter wer? Hallo. Was der Robby? Hi. Du kommst gerade richtig, falls du ein bisschen drinnen möchtest. Lass uns quatschen. Hey, sportliche Kopfbedeckung, die ist doch von mir, stimmt's? Ja. Einfach toll, wie das Teil deine Kopfmuskeln zur Geltung bringt. Kopfmuskeln. Eine Glasinsel ist das hier. Eine angenehme Brise, krachende Wellen, so viel Natur. Perfekt.
Dann möchte ich unaufhörlich Insekten und Fische fangen und endlose Runden joggen. Über einen Menkel. Hier ist noch der Tom. Holz kriegen wir noch nice. Alles aus den Bäumen rausprügeln. Käfers. Der Japan-Rosenkäfer. Nee. Hier gibt's nichts mehr. Ja, auch nichts. Der Baum ist so, ist so leer, dass wir gleich vorbeihauen dran. Oh, das ist für ein fetter Viech. Hey, was ist das für ein fetter Viech? Hab ich den nie erwischt, ne? Kommt er wieder? Gerne mal hinschauen. Wir haben ein bisschen Platz. Ja, der Messi, das Messi-Zelt, hier sind wir. Okay, gut. Was können wir weg tun? Ach, wir haben Post gekriegt, okay. Ja, was blinkt da die ganze Zeit? Was macht das so komisch? So. Nook Inc. Beim Nook-Portal im Service Center sind jetzt brandneue Artikel gegen Nook mal erhältlich mit Bodypaint und farbigen Kontaktlinsen. Bist du die Sensation auf der nächsten Party? Schaust du eigentlich Anime-Serien, beziehungsweise was hältst du davon? Würde mich interessieren. Ja, ich schaue Anime, also ich halte sehr viel davon, sagen wir es mal so, weil es Anime einfach in jedem Bereich gibt, also wirklich in jedem Bereich. Also wenn man drüber wegsieht bei manchen, dass es Zeichentrick ist, was viele Leute Probleme damit haben, oder manche Leute Probleme damit haben, ich nicht, Gott sei Dank, ich mag das Zeug eigentlich, dann verstehe ich nicht, wie man es nicht mögen kann, sage ich jetzt mal, weil es ja wirklich jede Art gibt. Also mag ich schon, doch. Ich mag allerdings, ich sag mal, ich mag schon die wie heißt es denn? Die ganze. Also ich mag es lustig, ich mag die lustigen Animes sehr gern, ich mag Sari, hi, Sarah. Ich mag auch das Harem und Edgy Zeugs ganz gern, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach lustig ist, muss man ehrlich so sagen. Es ist einfach lustig. Und was ich auch cool finde, sind die also wie One Punch Man zum Beispiel, war auch sau cool. Oder ich weiß jetzt den Titel gerade nicht. Einfach wo dann einer so übermäßig stark ist. Ich mag Animes, ja schon, klar, logisch. Sag mal, wer nicht. Ich sage euch, hört sich blöd an, wenn man sagt, ich mag die Harem- und Edgy-Richtung ganz gern, weil es einfach lustig ist, wie gesagt. Also wirklich, weil es nur lustig ist. Und weil die meistens der Humor ist von ihm. Und ich mag auch ganz gern eben die so Sachen wie One Punch Man mag ich gern. Ich mag Sachen wie, ich habe die ganzen alten Ranma Halb, war auch cool. Das hat Chrono Crusade hat es damals geheißen, zum Beispiel auch. Oder La Fina hat es gegeben, das ganze Zeug, das uralte Zeug. Ich mag aber auch zum Beispiel die, was habe ich vor kurzem angeschaut gehabt, ich muss schauen, wie es heißt. Ich muss kurz spicken, Moment. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr.
Slime ni Datara, irgendwas. My Hero Academy habe ich noch nicht gesehen. Kumpel von mir schwört drauf. Der gibt mir die irgendwann jetzt dann nochmal komplett. Aber soll ganz cool sein. Ich weiß nur, dass da um Quirks geht, glaube ich. So heißen die Dinger. Und ich weiß auch, was der Hauptprotagonist quasi ist. Dass der so seinem absoluten Traumhelden quasi nacheifert und der irgendwann, glaube ich, die Fähigkeiten sogar kriegt von dem. Hunter x Hunter kenne ich tatsächlich, ja. Wollte ich schauen, Slime, wie Datara, ich glaube Datara. Ich habe, also jetzt aktuell zwar nicht mehr, aber ich habe lange Zeit Japanisch gelernt tatsächlich. Also auf Englisch heißt es I've been killing slimes for 300 years and maxed out my level. So was nicht der Name, wo ich suche. Demon Slayer war auch cool. Ich habe den cool gefunden. Wie heißt er? Ach nein, Schmarrn, das meine ich gar nicht. Den meine ich gar nicht. Den meine ich gar nicht mit dem Schleim. Das ist ein anderer Moment. Nee. Ach, Mist, wie hat das der geheißen? Etwas auf Japanisch. Was soll ich sagen? Nanio Ite. Also, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Watashi no Namae war Martin, das. Ich heiße Martin. Shumi wa Videogame o shimasu to Joggingu o. Egal, also irgendwie sowas. Also ich kann das blöde Mausen-Effekt irgendwas zu sagen. Aber zum Beispiel ich weiß nicht, was man gerade sagen soll. Also ich bin nicht der Beste. Mein Japanisch reicht, um da unten zu überleben, sagen wir es so. Also ich war schon 4-mal in Japan, finde ich sau cool. Haben uns auch schon ziemlich fast die ganze Insel ein bisschen angeschaut. Ich mag's. Ging bloß die letzten Jahre jetzt leider nicht. War schwer jetzt wegen Corona, der ganzen Mist. Black Butler war aber auch cool. Gebe ich dir vollkommen recht. Und ich muss kurz schauen, wie die Animes heißen am Moment. Ich kriege einen Rappel. Ging es auch um eine Reinkarnation. Ein Typ wird abgestochen und ist dann quasi als Schleim in einer Welt wiederkommen. Und hat dann quasi da sein eigenes Königreich mal aufgebaut. War auch sau lustig. Ich glaube schon Slime wie Datara. Ich glaube schon so ähnlich. Search mal kurz schauen. Tensei Shitara Akari Daka Slime Data Ken. Ich glaube, das war's nicht. Nö, das war's nicht. Dann wollen die Sutarete Itawa Slime, das auch nicht. Tensei Shitara Slime Data Ken. Doch, das glaube ich ist. Tensei Shitara Slime Data Ken. Das so glaube ich heißt. Genau. Handelt von 37-jährigen Satoru Mikami, der mit seinem alltäglichen Leben mehr als unzufrieden ist. Eines Tages wird er jedoch von einem Räuber ermordet, der wacht als Schleim in einer neuen Fantasy-Welt wieder zum Leben. Nachdem er sich von dem Katastrophenlevel Sturmdrachen bla bla anfreundet, bekommt Satoru von diesem seinen neuen Namen. Genau, Rimuru Tempest, genau so heißt er. Der war cool. Oder was gibt's noch vor kurzem? Was? Anataniwa Koreo Yomokoto ga Digimasu ka. Ja, ich kann's lesen.
Anata wa Koreo Yomokoto ga dekimasu ka? Ja, also ist das kein Thema. Lesen geht. Wobei auch nicht alle Kanjis, also die ist ja aufgeteilt quasi in 3. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es irgendwie übersetzen wolltest oder ob du quasi wirklich lesen kannst. Will ich auch. Ist quasi, es gibt in Japanisch quasi eigentlich 4 Schreibweisen, sage ich jetzt mal. Einmal unsere Buchstaben ganz normal, haben sie quasi die Hiragana, das ist so das erste da quasi, das Anata wa Koreo und dann bla bla koto dekimasu ka, das ist ein Hiragana. Das sehr komplexe Zeichen ist dann quasi Kanji. Ich meine, vielleicht erzähle ich jetzt was und ihr kennt das schon, also klar. Und Katakana sind mehr die ganz kantigen Linien, sage ich jetzt mal. Das ist dann mehr so dafür gedacht, um irgendwas hervorzuheben, um ausländische Namen zu schreiben. Zum Beispiel jetzt, ich meine, Sarah wäre jetzt relativ leicht oder Martin, das R wird verschluckt, Martin. Oder als Lukas wäre wahrscheinlich Lukas, denke ich mal. Lukas Sohiru wahrscheinlich. Habe aber Freunde in Japan, also immer wieder mal Kontakt damit. Aber leider jetzt zeitlich keine Zeit mehr gehabt. Also ich war nur VHS-Kurs, ein Abendkurs einfach nur. Aber das doch schon fast 10 Jahre. Und irgendwann ein bisschen was bleibt irgendwann hängen. Ich habe tatsächlich ja schon überlegt, ob ich nicht einmal das eine oder andere Spiel auf Japanisch spiele, aber es kommt immer darauf an, um was das geht. Ich habe so ein Horrorspiel, hätte ich da quasi. Aber Problem ist wirklich, es ist schon happig. Also alles kann ich auch nicht lesen und das sind wirklich Wörter dabei, die du so schon nicht kennst, weil es um so alte Mythen oder so Zeug geht und das ist dann schon wow. Ich will so oder so mal nach Japan fliegen. Also es ist wirklich wert, definitiv. Wir waren das erste Mal in Japan, haben wir so, das war 2013, haben wir eine Rundreise gemacht, das war im August. Also August, stell dich drauf ein, 35 bis 40 Grad, Luftfeuchtigkeit 87% aufwärts. Also nur zur Info. Es ist vor allem in jedem Konbini, also in jedem kleinen Geschäft, in jeder Spielhalle überall Klimaanlage 20 Grad. Jedes Mal, wenn du von der Tür rausgehst, haut dir jemand ins Gesicht. Also das ist wirklich so, boah, also du hast ja jetzt einen guten Übersetzer. Also es ist, ich meine, ich war mit einem Kumpel dort, wir waren da, das erste Mal waren wir jemanden dabei gehabt, der hat sehr gut Japanisch können. Also der kann es immer noch sehr gut. Und wir haben gestartet in Tokio, da haben wir dann eine Freundin von mir getroffen und sind dann weiter, was haben wir angeschaut, 2013, ich muss schauen, ich habe alles aufgeschrieben gehabt. Also ich war jetzt insgesamt, ich weiß, kennt ihr die Insel ein bisschen, das quasi hintenrum ist quasi Kyushu, drunter ist dann Okinawa, dann geht er quasi drüber die Insel, das ist quasi die Hauptinsel, also Kanto quasi, also Japan selber, wenn man so will. Und dann unten der Shikoku. Oben ist dann wieder Hokkaido oben drauf. Also der ganze Bereich quasi. Wir sind eigentlich von Kyushu über die Hauptinsel rüber, Shikoku unten drunter. Also Okinawa war ich noch nicht. Aber bis nach Hokkaido, also Sapporo hoch waren wir schon, auf jeden Fall. Ich war dann in Fukushima, falls die Frage kommt, also war ich noch nicht. Daran vorbeigefahren, ja. Aber im guten Abstand, sage ich jetzt mal. Da muss ich dich wohl mitnehmen. Denn ich spreche kein Japanisch. Es wird tatsächlich besser. Also wie wir das erste Mal unten waren, ich muss sagen, es kommt darauf an, wo du hingehst. In Tokio hast du relativ wenig Probleme, mag ich mal sagen. Ich konnte das erste Mal auch fast nichts. Also wirklich fast gar nichts. Bis auf ein paar einzelne Wörter vielleicht. Du hast einfach nur, also es waren in ein paar so Geschäfte drin, das waren wirklich, die waren allerliebst, die haben mit Händen und Füßen haben die irgendwie versucht, was zu erklären. Problem war das, wir waren quasi unten, außer Necker und Backer, mehr kann ich nicht sagen. Also kann ich alle beleidigen. Also Backer heißt ja was jetzt Depp, sag ich jetzt mal, oder Idiot, ist ja mehr so das
kann auch freundschaftlich Nezuko. Nesko sagt man jetzt nichts, Nezuko. Also Neko ist halt eine Katze. Genau. Und also Inu ist der Hund, Lisu als Eichhörnchen zum Beispiel. Also gibt so viele Dinge. Sakana wäre der Fisch. Deswegen heißt meine zweite Insel Nekotopia. Ach, sau cool, okay. Ich habe schon überlegt, ich habe sogar mitgekriegt, ob ich es Akihabara nenne, die Insel von mir, aber wurde dann widersprochen, hat schon passt. Ja, wir sind ziemlich viel abgekommen. Es ist lustig, ich finde es ganz cool. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ich weiß nicht, und der erste Nooktopia, ach, okay. Was ich empfehlen kann, wenn ihr unten seid, mal irgendwann Karaoke. Es ist echt wert. Also ich bin jetzt kein Fan gewesen vom Singen, wirklich überhaupt nicht. Ich kann an meiner Meinung nach nicht sonderlich gut singen, aber es ist, du hast da quasi den Song mit so komischer MIDI-Musik, also so wie jetzt hier bei Animal Crossing, so ganz, ganz krass. Also man hört von der Originalmelodie nicht mehr so viel, es ist wirklich nur so ganz eine leichte Melodieuntermalung. Meistens ohne Ton, also ohne Gesangsstimme. Du musst da quasi dazu singen. In Japanisch natürlich, also in japanischen Buchstaben. Ich gieße den Fisch. Ja, ich hätte vor und wollte in einem alten japanischen Hotel schlafen. In einem Ryokan meinst du? Sieht cool. Aber auch in Kyoto, also Ryokan ist halt in Kyoto saugeil. Da gibt es einige so alte Dinger. Oder einige so Dinger. Musst du halt in einem Ryokan musst du bewusst sein, dass du wahrscheinlich kein Bad auf dem Zimmer hast. Also Toilette meistens ja. Wir waren in einem, weil es hat eine Toilette am Gang heraus gehabt, aber die meisten hatten quasi Toilette am Zimmer, wo wir bis jetzt waren. Und du bist da quasi dann zum Waschen und du musst dich jeden Tag waschen. Bist du da quasi dann runtergegangen in das öffentliche Bad. Erst kommt immer darauf an, wie das Hotel eingerichtet ist. Das Blöde ist, es sind ja, also blöd in Anführungsstrichen, die Männer- und Frauenbäder sind ja quasi nicht gemischt, ist ja klar. Bist du da komplett nackt drin. Und durch das ist es ganz... Was? Ach, verlassen Mist. Durch das quasi kannst du eben, wie gesagt, nicht, also es gibt gemischte Bäder, aber in gemischten Bädern sitzen zu 99% Männer drin. Das verspreche ich da. Es ist einfach so. Und in den ganzen alten Ryokan ist es meistens dann so, dass quasi das gleiche Bad für beides benutzt wird. Sprich, es sind dann Zeiten. Du hast von, sag mal, 8 Uhr bis 10 Uhr oder von 8 Uhr bis 12 Uhr ist für Herren und ab 12 Uhr ist dann für Damen. Oder dann von, keine Ahnung, 12 bis 18 Uhr, von Mittag quasi bis abends um 6 ist dann quasi für Frauen wieder, je nachdem. Das ist halt, das muss da klar sein. Das ist oft ein bisschen schwierig. Zumal du wirklich dann vielleicht mit den Freunden unten bist oder irgendwas, drum ihr habt da quasi definitiv andere Zeiten. Das ist leider schade. In größeren Anlagen ist kein Thema nicht, da gibt es für beide, hat man auch. Manche Ryokans ins ältere Städte haben quasi dann auch irgendeinen Vertrag mit einem hiesigen, also mit irgendeinem Bad vor Ort. Freunde, was ist das? Ich meine, die haben quasi einen Vertrag mit einem Bad vor Ort, wo du quasi wirklich sagst, okay, ich möchte wieder hinlegen. Dass sie sagen, okay, du kriegst quasi ein Ticket und kannst quasi rein. An den Bewohner einer anderen Insel die besten Ideen kommen einen oft unerwartet. Dieser Spiegel hier zum Beispiel. Vielleicht gefällt dir ja genauso gut wie mir. Etwas Selbstreflexion ist nie verkehrt. Auf welcher Insel man auch wohnt. Liebe Grüße, Zenobi. Eckspiegel, erlernen. Also wie gesagt, das ist nur so ein Punkt, also und die Ryokans sind, also ich habe Klimaanlage haben die alle normalerweise. Du schleichst halt auf dem Futon, auf dem
Also, sagen wir es mal so. Ich mache mal kurz Pause. Generell, du kannst in Japan als Ausländer, was man ja dann unten ist ja vollkommen klar, eigentlich fast keinen Fehler machen, sag jetzt mal, insoweit. Wenn du dich einigermaßen anständig aufführst, bei denen überhaupt kein Problem. Wir hatten das Problem ganz, ganz oft, dass wir mit Amerikanern verwechselt wurden. Es ist leider so, sie haben ja dann Erfahrungen damit. Es ist aus der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, so blöd es sich anhört. Auch bei den Jüngeren, es ist immer noch dabei. Es ist immer noch irgendwie verankert bei denen. Wir hatten das Problem 2-, 3-mal, dass wir quasi für Amerikaner gehalten worden sind und wurden quasi in einem Ding, in einem Lokal zuerst nicht reinlassen. Das ist ich weiß nicht, sie haben irgendein Problem damit immer noch. Nicht alle natürlich, ganz klar, aber es kam vor. Und solange du quasi deine Fehler machst, da unten, ist da keiner böse. Es ist nur dann schwierig, glaube ich, als Ausländer in Japan, wenn du komplett integriert bist, wenn du komplett unten lebst, unten arbeitest, perfekt sprichst und so weiter. Irgendwann dann, glaube ich, ist der Punkt, wo wo du wirkliche Fehler machen kannst. So, glaube ich, ist so ein Thema nicht. Die warten darauf, dass du Fehler machst. Die wollen das. Die wollen, dass du Fehler machst. Es ist einfach so. Japaner gehen nicht davon aus, dass jeder, also ich sag mal, viele Urlauber haben immer so die Reflexion, wenn sie irgendwo hinfahren, dort ist genau wie bei uns. Also führe ich mich genauso auf. Ist aber gemein, ja, es ist leider so. Es war damals der Fall. Die haben auch immer noch das ganze Deutsche Reich, Zweiter Weltkrieg Zeug immer noch drin. Also die sind seit, glaube ich, 160 Jahren mit Deutschland befreundet. Das hängt halt auch nach. Und viele jüngere Japaner haben das Problem nicht mehr tatsächlich. Aber es gibt halt doch noch immer welche. Kathi, hi, ahoi. Also es kommt quasi immer wieder vor. Ich sage, es hört sich immer blöd an, aber eigentlich ist es der Fall. Wenn du deine Fehler machst, ist alles cool. Stechmücke, weg damit. Eine Mücke mit Fang kann man sich nicht zurechtschmücken. Mit dem Fang. Und eigentlich sind es alle saufreundlich, also muss man ehrlich sagen. Solange du freundlich bist. Wir hatten den Fall einmal in einem kleinen Café oder Café war es eigentlich gar nicht. Das war eine kleine Bar, sag ich jetzt mal, in Kamakura. Nein, nicht Kamakura, nicht in doch Kamakura. Kamakura. Auf Kyushu, wo vor mehreren Jahren das Erdbeben war. 2017. Ich habe so viel Scheiß dabei, merke ich gerade. Da war dann das Schloss zusammengestürzt, ich weiß gar nicht mehr, ist egal. Aber da sind wir quasi in so eine kleine Bar reingegangen und die haben uns, du gehst rein und du wirst von jedem angeschaut komplett. Also wirklich so, aber einfach mehr so, toll mit einem Glas und einem Papier. Nicht, weil du quasi jetzt da der Ausländer bist, der da reingeht, sondern einfach so nach dem Motto, der traut sich rein. Das war sau cool, das war echt lustig. Und ja, ich sag mal, Ryokan sage ich, die Izakaya sind auch sau cool. Das sind so, ja, ursprünglich waren es, glaube ich, so Kneipenart gedacht. Aber du gehst quasi rein, das ist sauteuer, muss man auch gleich dazu sagen. Du gehst rein und bestellst eigentlich alles einzeln. Du läutest, bestellst, keine Ahnung, irgendeine Vorspeise, ich sag mal Onigiri, ist ja egal. Und ein Bier dazu, eine Cola, irgendwas. Dann isst es, dann bestellst du wieder, dann isst du das, bestellst wieder und. Das Wichtigste, was man sagen muss, auch noch vielleicht, Japaner bestellen auch nie für sich selber. Sie bestellen immer für alle. Sprich, du wirst nie sagen, ich will jetzt speziell das haben. Das kannst du schon machen. Wenn du natürlich alleine bist, ist kein Thema nicht. Aber meistens sind so Ryokans wird immer mehr bestellt und dann isst jeder von jedem, kann man sagen. Das sind ja lauter verschiedene Teller, wo man sich quasi was rausnimmt. Aber ich liebe halt also Tempelzeug und so Scheiß. Also ich mag das voll gern. Durch das mag ich auch so... Oh, da ist mein Käfer wieder. Nein, mein Käfer! Käfer sind...
Aber um Kathi gleich mit ins Boot zu holen, der nächste Anime-Fan, sag ich jetzt mal. Ich vergesse immer, dass ich nichts dabei habe, ne? Ich muss meinen Scheiß loswerden, Moment. Viel zu wenig Platz. James Mai. Das sagt man jetzt gar nichts. James Mai in Japan, kenne ich jetzt gar nicht. Oder James Mai? Also übrigens, Kathi, mich hat schon zweimal eine Wespe gestochen. Nur zur Info. So, kauf meinen Scheiß. Nimm ihn. Ich habe keinen Platz. Der mit bei Top Gear gemacht hat. Bei Top Gear. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Also alte Autosendung. Ah, okay. Auto war nicht so meine Richtung, muss ich ehrlich sagen, drum. Ich muss sagen, dass ich Animes nie interessant fand, nie verstanden habe, warum man sowas schaut, bis ein Freund mich zu Hunter x Hunter gezwungen hat seitdem. Ja, es ist oft, also ich muss sagen, es ist halt eine Richtung, sag ich jetzt mal, die man in den normalen Serien vermisst. Ich sag ja, ich hatte mal eine Begabung dafür, dass ich immer so edgy Zeug rausgesucht habe. Ich habe einen Titel gelesen, habe mich interessiert. Genau, es ist lustig, richtig. Also ich mag zwar Animes auch, die ernster gemacht sind. Zum Beispiel Elfenlied war saugeil, Van Helsing war saucool. Ja, gibt's. Aber am liebsten sind wir wirklich die lustigen, das ist richtig, ja. Oder Inuyasha hat es damals auch gegeben. Es gibt einige so Dinge noch. Darum mag ich quasi auch so Animes wie One Punch Man. Einfach, das kann so übertrieben sein. Keine Story-Animes. Sind mir eigentlich zu lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir Conan einmal angeschaut, Detektiv Conan, aber One Piece mag ich zum Beispiel gar nicht. Überhaupt nicht mein Fall. Sailor Moon, ja. Aber Story-Anime, das gibt's ja quasi ja. Ja, langweilig. Das Schlimme ist, ich kann das Intro von Sailor Moon kann ich schon tatsächlich. Moonlight Densetsu ist auf Japanisch und ja. Halt den Mondstein fest und du spürst dich. Mila aus Superstar hat es früher noch gegeben. Black Butler war auch nicht schlecht, tatsächlich, das stimmt, ja. Black Butler war auch nicht schlecht. Aber ich sage, ich mag mehr so Sachen wie übertrieben wie Sau. Irgendein Protagonist, ob männlich oder weiblich, scheißegal. Stark wie Hölle. Finde ich sau cool. Hi. Auch eine taffe Braut wie ich muss ab und zu mal ein Päuschen einlegen, ist keine Schande. Wie sonst soll man das harte Blumenbeet, Gorilla und Nachteulenleben überstehen. Black Butler ist schon älter. Black Butler, glaube ich, ist von 2019, irgendwie sowas. 11. Ich kann es gar nicht genau sagen. Eine Motte zum Kugeln. Na gut, ja, gut. Netflix bringt das ganze Zeug jetzt nach und nach raus, das ist vollkommen richtig, ja. Was ich mir angeschaut habe vor kurzem, weil du gerade Netflix sagst, das war Kill la Kill. Also Kill la Kill. Das war zwar sehr spezieller Zeichenstil, sag ich jetzt mal, aber auch sehr lustig. Müsste es auf Netflix so gehen normalerweise.
Schon geschaut, okay. Käfers. Killer Kill ist gut, ja, hat mir auch gefallen. Halt auch übertrieben wie Hölle, aber war cool. Wie heißt, ich glaube Seven Sins. Muss man noch anschauen, ist mir gesagt worden, das ist Pflicht. Das ist das, was ich meine. Nicht ganz jugendfrei. Das ist das ist die Seven Deadly Sins, genau das meine ich. Das ist der nicht ganz jugendfrei, würde ich nicht sagen. Es ist halt, oh. Pro-Tipp, pass auf, wenn du rumläufst. Du ziehst nämlich Trampelpfade, wo du am meisten rumläufst, nach ein paar Tage. Mag ich nicht, ist nicht schön, okay. Ich hab's noch nicht gesehen, Seven Deadly Sins, aber mir wurde noch gesagt, ich soll es mal anschauen. Ich die Pfade, wo ich langlauf. Aber ich kann das bestimmt irgendwie wieder nachmalen, oder? Denke ich mal. Das dauert schon länger. Bei mir sind es keine und ich renne nur rum. Beim DS-Teil war das, glaube ich, so. Ich kann übereinander stapeln, okay. Habt ihr sonst allgemeine Empfehlungen, was Animes angeht? Habe jetzt nur Hunter x Hunter, Demon Slayer und Darling and the Franxx gesehen, okay. Darling and the Franxx sagt mir zum Beispiel gar nichts. War eigentlich immer so, okay. Hellsing, hat er recht, ja. Definitiv. Ist auf jeden Fall ein Ding, also Maite, nochmal Servus. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, ja. Allerdings, Hellsing ist halt mehr düster. Sag ich jetzt mal. Und Hellsing ist nicht ganz abgeschlossen, auf jeden Fall. Das musst du mögen. Ansonsten, wie gesagt, ich weiß nicht, welche Richtung du magst. Wenn du natürlich, sag mal, Ultimate ist, stimmt, hast du recht, Ultimate ist abgeschlossen, aber da hat mir der Zeichenstil nicht so gut gefallen mehr. Ich habe das alte besser gefunden. Oder schöner gefunden, sagen wir es so. Kauf meinen Scheiß again. Ich will was verkaufen. Das da. Und das da. Außerdem das da. Ich habe noch den Lehmbatzen, mag ich irgendwie nicht hergeben. Das ist mein Lehmbatzen. Gib, ich nehme alles. So. Schlimm ist, mir fällt jetzt gerade irgendwie auf Anhieb. Wenn mich wer fragt, danach fällt mir nichts ein. Ich müsste schon schauen. Aber Animes gibt es ja so viel gute. Wobei ich muss sagen, ich bin immer so, wenn ich mal irgendein Anime wieder suche zum Anschauen, denke mir so, ja, könntest du mal wieder einen anschauen, dann suche ich rum. Müsst Genre wissen ein bisschen, das stimmt schon. Ich sage, mein Genre ist mehr so die Harem-Edgy-Richtung, mag ich ganz gern, so blöd sich anhört. Ich mag das ultimative, eine ist saumäßig stark, so One-Punch-Man-Kategorie mag ich sehr gern. Aber ich mag auch jede Richtung, solange es lustig ist. Ich meine, Hellsing ist jetzt auf eine andere Art und Weise lustig. Irgendwie. Da ist die Story einfach sau cool. Von dem her kann ich es nicht schlecht sagen, aber es ist, ich mag es einfach lustig. Was hat es noch gegeben? Muschelsammler. Gib. Mit OPMC gibt es einige Solo-Leveling. Kann man einen. Also OP Main Charakter sind klar. Solo-Leveling bekommt man
bekommt eine Anime? Was bekommt ein Anime, soweit ich weiß? Solo-Leveling, weiß ich gar nicht. Also, ich sage, One Punch Man war halt einfach scheiß. Übertrieben. Also, wenn ihr One Punch Man nicht kennt, schaut es euch an. Es ist vor allem, die Serie hat so viele Memes rausgebracht ohne Ende, dass man es gar nicht zählen kann mehr, glaube ich. Und es ist einfach so saudumm. Es geht halt quasi um den Hauptcharakter, der sich einfach denkt hat, ja, er will quasi jetzt sich beschützen können und andere beschützen können, das im Level der, genau, der trockene Humor einfach. Und macht halt einfach dann, ich glaube, 100 Tage lang macht er 100 Sit-Ups, 100 Push-Ups, 100 Liegestütze und rennt, glaube ich, 10 Kilometer weit, irgendwie so. Und wird halt dann irgendwann, und das macht er so lang, bis ihm die Haare ausfallen, er eigentlich nichts mehr spürt. Und genau zum Training können oder so, quasi im Winter hat er die Heizung auslassen und im Sommer hat er die Klimaanlage ausgeschaltet. Und die Klimaanlage auslassen ist das härteste von allem. Ist da quasi ab dem Zeitpunkt einfach nur so unfassbar stark, dass er quasi jeder mit einem Schlag killt. Oder alles mit einem Schlag quasi umbringt. Und ja. So ist es eigentlich die ganze Zeit. Er braucht halt bloß einfach immer Ewigkeiten, bis er hinkommt zum Kampf. Die anderen kämpfen immer die ganze Zeit und er rennt halt. Allein das, dass die Füße vorn sind und der ganze Körper nach hinten hängt, während er läuft, es schaut einfach saulustig aus. Die Dialoge einfach, die absolut die komplette Unlust, weil einfach jeder zu stark ist, weil er überhaupt keinen Bock mehr hat, weil er quasi keinen findet, der in irgendeiner Weise Chance gegen ihn hat. Weil er die ganze Zeit sucht, dass er irgendjemanden findet. One Punch Man, glaube ich, ist auf Netflix. Wobei der zweite Staffel war gar nicht mehr so cool, finde ich. Aber die erste war halt schon nice. Die zweite ist auch gegangen, aber erst den Holzköder, erst den leckeren Holzköder. Leckerer Holzköder. Fischi, 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 Fischi. Leckerer Holzköder, ja. Oh Gott. Ein leckerer Stein. Tue ich mir das Brot. Das Fischi. Ich weiß gar nicht, was auf Netflix aktuell alles ist. Aber bestimmt einiges. Das wird immer mehr. Mist. Martial Arts Anime gäbe es noch. Kengan Ashura. Okay, kenne ich jetzt gerade gar nicht. Ja, Sword Art Online habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Ich weiß, das hypen viele ohne Ende. Ich habe gerade vorhin auch von Ding geredet, von My Hero Academia. Kann ich irgendwo eine Schleuder kaufen oder sowas? Geht das? Oder irgendwie Pfeil und Bogen oder sowas in Richtung? Kriege ich das irgendwo her? Geisterfisch. Fresst den Köder. Typische Schonen, ja gut. Bam. Ja, ein Tilapia. Du glitzerst wie ein Tilapis Lazuli. Das tut so weh. Muschel. Oh, da ist ein fetter. Cool. Ja, fein. Ja, komm. Ein Seebarsch. Mann, bist du wirklich sehr barsch. Okay, jetzt müssen wir wieder neues Zeug machen. Da. Unseren Blaze to be besser zu mögen. Jo. Dich verkaufen wir. Du kommst hin.
muss dahin. Hier ist nicht genug Platz. Na, tut dann nicht. Mal da. Platzieren. Ui, ist der groß. Gießkanne haben wir. Nein, nicht das Gießen. Arbeiten, ja. Was soll ich tun? Etwas herstellen wäre cool. Und zwar ein Wackelkescher. Jo. Uhi. Dann brauchen wir noch eine Angel. Wieder ein Werkzeugkasten kriegt. Mega nice. Und noch eine Axt. Jo. Sonst haben wir aktuell nichts, gell? Was macht der Spiegel? Brauche wieder Iron. Ach, fuck. Der Pflanz ist... Okay, das... Ja, scheiße. Gut, das ist genau der Pflanz, wo ich... Trinkt. So, hör noch mit deinem Ohr zu, musst weiterschreiben an meiner Geschichte. Du schreibst eine Geschichte? Nice. An 5. Also beruflich oder einfach nur, weil du... Also hobbymäßig, sag ich jetzt einfach mal, oder... Um welche Art? Ariel, heyo. Kann dir das erste Kapitel schicken, if you want. Gern? Sehr gerne. Aber ich sage... So. Ich hätte es gern irgendwie Platz, um was zum Verstauen. Das wäre ganz cool. Habe ich nicht. Irgendeine Box, irgendwas. Ich kann nichts kann ich was am Boden legen? Geht das? Am Boden hinwerfen? Ablegen. Das geht. 500 Wörter pro Kapitel. Okay. Hobbymäßig gehe ja noch zur Schule. Achso. Ja gut, aber ja gut, gern. Also. Wenn du magst, ja gerne. Ich habe nicht mal eine gute in Deutsch und ich habe nicht mal eine gute in Deutsch geschafft. Ich muss sagen, mein Problem ist da einmal ganz, ganz viel das einfach den Punkt finden, wo man dann irgendwie quasi umswitcht, also wo man sagt, okay, man ist Einleitung, Hauptteil, Ende. Das war immer mein Problem. Wir haben die einfachsten Regeln zum Halten, sag ich jetzt mal. Ich meine, es geht auch anders, wie Columbo, wo die Story quasi, wo der Mörder ganz am Anfang verraten worden ist. Übermacht den Meister. Ich auch, mach's aber trotzdem. Kann am besten Romantikgeschichten schreiben. Okay. Ja, ich bin da gar nicht gut. Das kann ich gleich schon sagen. Generell Geschichten schreiben ist nicht so mein Milieu. Viele sagen, das ist gut. Ja, ich gerne. Also ich sage, Romantik ist zwar nicht so meine Hauptrichtung, sage ich jetzt mal. Ich lese da gerne eher so lustigere Sachen oder eher so Richtung Horror auch unter anderem. Drum. Aber wenn du magst. Hey, Columbo war aber Hammer. Ich meine, er hatte aber eine Ninja-Frau
Geiler geht's nicht. Also Columbo war super. Erstens einmal gebe ich da vollkommen recht. Nichts gegen Columbo. Es kursiert das Gerücht, es soll eine Folge geben, die ich nicht kenne. Oder die ich noch nicht ungefähr 20 Mal gesehen habe. Die kostet 5000, glaube ich. Die größere Tasche. Wollte ich gerade schauen. Also bin ich eigentlich rein. Oder müsst das Viech noch verkaufen? 3000? Dann schaue ich gerne mal. Ich dachte 5. Ich habe gedacht, ich habe heute Nachmittag schon mal geschaut, aber das waren 5, haben wir doch gehabt. Aber 3000 ist besser. Profi Edition 5000. Das meinst du, oder? Taschen richtig nutzen. Ich könnte mir die 8 schicksten Haarfarben kaufen. Ach, ich sehe es doch mal. Was? Ganz unverhofft aus Erbenautorin Lucy, die an einen Liebesroman schreibt, und Klinikarzt Ben, der an Praktikanten leidet. An Praktikanten? Einen alten Bauernhof. Kann man an Praktikanten leiden? Ich weiß es gar nicht. Nur darum, dass sie sich eigentlich nur flüchtig kennen. Aber weil Lucy dringend eine Bleibe und Ben eine Auszeit braucht, ziehen sie in die ländliche Idylle eines kleinen Dorfes gemeinsam, aber nur als Freunde, versteht sich, und bloß auf Zeit. Doch das Leben hat andere Pläne mit ihnen vor. Ah, okay. Ja, ich bin gespannt. Ich habe mir in der Schule Geld verdient, indem ich Lemons geschrieben habe. Lemons. Nee. Keine Ahnung, kann jemand, interessiert bestimmt jemanden. Also auf Commissions Basis, okay. Also ich habe damals zeichnet. Genau dasselbe. Also wenn quasi ihr was wolltet, ich habe es zeichnet. War genau dasselbe. Ach, der hat so wenig an Praktikanten. Ach so, okay. Kathi, sind wir jetzt wieder in den Tentakelwald angekommen? Ich frage nur. Kannst du mir kurz deinen Dodo-Code privat schicken? Den Dodo-Code? Habe ich den schon? Ja, der hat zu wenig am Zeichnen kann ich. Also zeichnen, ich kann mal was zeigen. Also ich habe jetzt gerade aktuell nichts da, ich müsste holen, das Zeug. Aber ich sag mal, ich muss Lust dazu haben, das ist mein Problem. Darf man fragen, in welche Klasse du gehst? Hört sich auf jeden Fall sehr gut an, genauso wie bei einem Buch die Rückseite. Haben mir Mühe gegeben. Jetzt 10. Klasse. Ah, cool, okay. Müssen nur Meilen sammeln, wenn wir die größere Tasche kriegen. Aber was war da? Ja gut, also bei explizitem Content ist halt das Smiley dahinter, Kathi, das. Aber hast du hast es geschrieben, sagst du, oder? Doch, geschrieben, ja genau. Da kann man auch vorstellen. Bei dir, also das kann man wirklich vorstellen. Was ganz cool ist. Wo kriege ich den her?
keine Anime-Fanfics gemacht, da gab es andere, die besser drinnen waren in der Materie. Ah, okay. Flughafen, damit kommst du hin. Ich schau mal. Ich kann dir da zeigen, mir ist das wurscht, also. Wie bist du denn hier reingekommen? Ich könnte schwören, dass ich die Vordertür abgeschlossen hatte. Na, aber macht nichts. Wir sind gerade noch in der Vorbereitung. Deswegen gibt es heute keine Flüge. Tut mir wirklich leid. Ab morgen sollten wir aber fliegen. Also schau einfach mal schon. Ich glaube, es geht noch nicht. Ich glaube, es geht einfach noch nicht. Postkarten bald erhältlich. Ich glaube, ich habe einfach noch keinen. Der will noch keine. Der will noch nichts wissen von mir. Warte mal, wie bist du denn hier reingekommen? Ich könnte schwören, dass ich die Vordertür abgeschlossen hatte. Na, aber macht nichts. Wir sind gerade noch in der Vorbereitung, deswegen gibt es heute keine Flüge. Tut mir wirklich leid. Ab morgen sollten wir aber fliegen, also schau einfach dann wieder vorbei. Ich habe meistens... Also es geht wirklich noch nicht leider, tut mir leid. Ich habe meistens eher welche zu Filmen, Serien und Büchern gemacht. Ah, okay. Ich könnte die Zeit von der Switch umstellen, geht das? Zeichnen ist ein sehr schönes Hobby, vor allem wenn man gut daran ist und Lieblingscharakter oder ausgedachte Freiland zeichnen kann. Bei mir ist es immer so, ist das gleiche wie mit Fotografieren, ich mache es ja auch gern. Aber ich muss halt wirklich Lust dazu haben, das ist mein Problem. Also einfach geschrieben, wofür ich bezahlt wurde. Achso, okay, na gut. Wenn man es kann. Okay. Ich kann mal schauen. Also wenn ihr mögt, ich kann... Ich könnte schon schnell was holen, aber es dauert halt dann 2-3 Minuten. Wenn ihr die Zeichnungen sehen wollt. Oder wenn ihr Zeichnungen sehen wollt. Ja, bitte. Gerne, Moment, ich hol schnell was. Un Momento. Also, gib mir 2-3 Minuten, ich muss ein bisschen gehen. Moment. Bin gleich wieder da.
Ach Gott, Katis, Katzen und Hundepferde. Ach Gott. Also bin wieder da. Hat leider kurz dauert. So, ich muss aber umschalten, Moment. Ja, ich schalte mal auf die andere Cam ganz kurz, Moment einmal. So ist besser, genau. Also, erwartet nicht so viel. Sind ja viele, ist ja mehr so Skizzenrichtung, sage ich jetzt mal. So, das braucht so kleine, mehr so, mehr so geruscht. Also teilweise sind sie ja gar nicht fertig, die Dinger. Sage ich jetzt mal. Ist mehr so, man sieht teilweise die Skizzierungen im Gesicht noch. Also zum Beispiel hier quasi die Linien und hier die Flügel, die Umrisse. Also ich habe es teilweise nie wirklich fertig gemacht. Zum Beispiel, oder gut, das war jetzt mehr so Rumproviererei. Das ist schon Zeit her. Mehr so mit Verwischzeug und allem. Mit Fuchsschwanz. Na gut, das sind so Katzen-Dinger. Aber ich sage ja, die Gesichter sind teilweise noch immer so. Sind ja ganz viele Frauen tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind einfach die schöneren Motive, muss man ehrlich sagen. Das zweite. Das da. Meintest du das? Oder das da? Das da? Ich sage, es ist teilweise wirklich mit so. Ich mache ganz, ganz viel nur mit Bleistift tatsächlich. Muss man ehrlich sagen. Also es ist irgendwie so ausfüllen. Liegt mir jetzt nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder habe ich nicht so wirklich gemacht. Ich habe zwar die ganzen Stifte dazu. Was haben wir noch? Gut, das habe ich gerade gezeigt. Gut, wer kennt's? Das war 2004, das ist schon Zeit alt. Jobbits. Fuchs-Shaming. Das geil war so eine Katze, also eine Mischkatze, glaube ich, war das irgendwie. Gut, so ein Goku. Kennen wir auch. Ideal kannst du mir am Wochenende helfen, die sind die sind Figuren fertig zu bemalen.
Oder, gut, also die hat die Augen zu, die schaut bloß so komisch aus. Wollte einfach, das soll so Elfe sein quasi. Dann gibt es halt natürlich die in der Schule während dem Unterricht Zeichnungen. Die sagt einfach nur Hiragana, was überhaupt keinen Sinn macht, aber das ist so Lucky Star Richtung, wenn es wer kennt, also den Anime. Oder das ist auch Lucky Star. Ich habe eine Zeit lang den Stil ziemlich kopiert davon, sage ich jetzt mal. Einfach quasi nur mit Bleistift im Unterricht gemalt. Mit Bleistift, mit Kugelschreiber. Gut, das sind hier so Skizzenzeugs einfach nur. Oder ich sage jetzt mehr so Skizzenzeug. Das sind ja teilweise uralte Bilder. Also wirklich. Man sieht es ja von 2009 teilweise. Ach Gott. Das Ach Gott, Kacke. Na gut. Typisches Geschmiere. Also. Das war tatsächlich. Da hat der da. Exosaga, wenn es wer kennt. Gut. Schattierung einfach nur. Ich sage, es ist nichts Besonderes nicht, wirklich nicht. Typisches Geschmiere. Ich schäme mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach Gott. Ach Gott, die Bilder, ja. Legende von Ahn. Avatar. Avatar. Die, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, mit K irgendwas. Kitara? Na gut, ich meine. Dann gibt es halt sowas, gibt es noch zum Beispiel, was einfach irgendwie rumgemalt wurde. Ein typisches Geschmier sieht so aus wie von einer Einjährigen, wenn die zum ersten Mal Tusche benutzt. Ich finde das mit dem Mädchen, das sitzt mit den langen Haaren, sehr schön. Kannst du nochmal zeigen? Das da. Unfassbar typisches Geschmiere. Oder meintest du das? Ich weiß gar nicht. Jetzt der ersten. Moment mal, ich schaue noch mal kurz. Das sind, also, gut, haben wir noch Mortal Kombat Trilogy, das ist so altes Zeug noch. Ganz, das ist wirklich, das ist uralt, glaube ich. Das ist so. Ich weiß gar nicht. Das ist wirklich, das ist ganz, ganz alt. Ich schaue gleich nochmal. Na gut, aber das Gesicht ist da furchtbar von der. Das habe ich auch nie korrigiert. Das war irgendwie nicht so der Reißer. Das ist auch ein ganz altes Bild, das da tatsächlich. Das ist wirklich, das ist uralt. Genau wie das ist auch relativ alt, glaube ich. Steht drauf 2005. Spiegelt so sehr. Das teilweise mit so, ja, nicht mit Bleistift, sondern mehr mit so ganz weichen Bleistiften oder mit so Graphit. Einfach die Bilder verkauft, dann musst du die nie mehr sehen. Ich habe kein Problem mit den Bildern. Ich finde es bloß, warte, ich muss mal kurz das Bild nochmal schauen, das Ding nochmal sehen wollte. Lukas, Moment mal. Was war das für eins? Das Mädchen, das sitzt. Das meintest du nicht, oder? Glieder mehr, sag ich jetzt mal.
Ja, das, okay. Das ist auch von 2004 ist das. Das ist auch ein ziemlich altes Bild. Auch mit Kohlestift quasi nachziehen. Ich habe tatsächlich einmal eine Zeit lang Bilder auf, ja, Commissions, sag ich jetzt mal, gemalt. Problem ist bei mir wirklich das, ich mache sau gern, ich zeichne liebend gern, aber ich muss Bock dazu haben, das ist mein Problem. Ich habe es am PC mal eine Zeit lang versucht, ich habe glaube ich größere anderen Momente mal, ich muss schauen, ich habe noch einen Block dabei, einen größeren. Ich habe einige Blöcke voll gemalt mit dem Zeug. Ich habe damals auch einige immer wieder mal verkauft, aber wenn jeder hat sein Ding, seinen Zeichenstil, sag jetzt mal, was haben wir da noch alles in der Blätter? Das war so Logo-Rumprobiererei. Sind ein bisschen größer. Na gut, das war. Das ist tatsächlich noch nicht so alt. Das war nur eine Skizze, es ist nie wirklich fertig geworden. Ich habe nur Blöcke mit meiner Doktorschrift. So ein Tattoo quasi im Gesicht sein, sag ich jetzt mal, aber ich habe es irgendwie nie so hundertprozentig fertig gemacht, das Bild. Ja gut, okay, das ist mehr so. Naja. Ich sage, das ist nicht so gelungen, sage ich jetzt mal. Da irgendwie fehlt da der Hals, der zweite Strich. Also hier er hat einfach einen Knack wie ein Stier. Soll ein Vampir sein, wohlgemerkt. Ja gut, das sind auch wieder, das war eine Skizze. Das ist auch nie irgendwie. Gut, da sind die Haare nie wirklich fertig gemacht worden. Man sieht es am Rand, weil es einfach verschmiert ist ein bisschen auch. Da ist mehr um die Detailsachen gegangen, sag ich jetzt mal. Warte mal. Teils, teils tatsächlich. Also, Son Goku, glaube ich, der ist nachzeichnet. Die Kugelschreiber-Dinger sind alle frei, also freihändig, sag ich jetzt mal, freihändig sind die alle. Aber, also wenn du mit Nachzeichnen nachfahren meinst, das ist keines. Also, ich meine, das ist der Größe ja schwierig, sag ich jetzt mal. Wenn du mit Nachzeichnen meinst, ich habe eine Vorlage, das sind einige dabei. Doch, doch, das sind auch dabei. Zum Beispiel das hier. Das habe ich irgendwo nachzeichnet zum Beispiel auch. Ich habe gerade eine Mücke gestochen, also im Spiel. Also zum Beispiel jetzt. Oder das glaube ich. Das glaube ich war auch ein Bild, dachte ich mir. Da hatte ich auch eine Vorlage. Also okay, also quasi nebenbei offen. Sieht man auch, weil da relativ wenig radiert ist, sag ich jetzt mal. Wenn ich eine Vorlage habe mit Ding mit den. Dankeschön. Wenn ich eine Vorlage habe quasi mit den Proportionen, dann ist es gar nicht so schwer, finde ich. Dann kann man es ziemlich gut nachzeichnen. Zum Beispiel. Gut, das war aber auch schon alles, was ich dabei habe jetzt gerade. Oder noch eins dabei? Nee, das waren tatsächlich jetzt alle, die ich da habe. Ich sage, muss man mögen. Aber ja,
Aber ich glaube, das letzte Mal, es ist schon Zeit her, wo ich gezeichnet habe. Ich glaube, das ist jetzt also richtig aktiv gezeichnet habe. So ein bisschen rumschmieren öfter mal, ja klar. Aber ich habe also in der Arbeit oftmals immer quasi, wenn ich viel telefonieren muss, ist oft schon passiert, ich habe so eine große Unterlage quasi auch beim Telefon. Kam es schon mehrfach vor, dass ich quasi die ganze Ablage vollgemalt habe, so nebenbei mit irgendeinem Zeug. Ja, kommt vor. Ist einfach so. Ich stelle mal kurz wieder um. Also ich hätte meine Ferien echt produktiver nutzen können die letzten 4 Wochen. Na gut, ich meine, du hast ja gelernt auch. Habe ich jetzt einen fetten Zinken, weil mich eine Mücke gestochen hat? Ich glaube, oder? Voll die rote Nase. Die Sarah war noch unterwegs, okay. Wollte ich gerade fragen, wo denn? Ich sage jetzt mal ganz kurz, wer das Animal Crossing kennt. Es ist hier schon jetzt, man ist jetzt aktuell relativ eingeschränkt, glaube ich, oder was man machen kann. Es ist schon so drauf ausgelegt, so auf Real Life, immer wieder mal was machen, so nebenbei die Tage abwarten, oder? Denke ich mal. Ist schon ein großer Bereich, denke ich, in dem Spiel, oder? Da kommt Fisting wieder. Ich habe... Moment, was? Ja, vor allem jetzt am Anfang keine Shops da sind. Das kommt erst. Es gibt voll viel und zu wenig Zeit. Warten mal ab. Ja, nein, ich meine ja, jetzt am Anfang, meine ich ja. Heidepark, Heidepark, eine Woche Schweiß. Heidepark, eine Woche. Schweiz wahrscheinlich, oder? Schweiz eine Woche. Ein Tag so eine Parkwoche ausruhen und einen Schreiben vorbereiten. Ah, okay. Also ich denke, du meinst, wo die Sarah herkommt. Ist tatsächlich ganz interessant, weil wir sind nicht nur Deutsche. Wir haben auch eine Österreicherin da. Also ich bin aus Bayern. Aus der Oberpfalz. Nähe von Leipzig. Ah, okay, cool. Ich finde es allgemein cool, wie man im Stream mit Leuten zusammenkommt. Finde ich schon cool. Ach Mist. Inzwischen ist er doch relativ, ist aber deutschlandweit ziemlich gut vertreten. Gut, ist gar nicht so schwer, bei 10 Leuten ist das ein Dorf, was niemand kennt. Ja gut. Wäre bei mir genauso. Aber zudem sind wir wirklich von, ich werde ab jetzt mehr Zeit in meine Ziele investieren. Habe das Ganze doch ziemlich vernachlässigt. Ich drücke immer, glaube ich, drauf. Leider. Na gut. Ich sag mal, man braucht da Ruhe ab und zu. Muss man machen. Ich meine, man kann den ganzen Tag. Das Problem, glaube ich, ist, wenn man wirklich zu krass dahinter ist, es sei denn, es gefällt einem natürlich dann wirklich, muss man ganz ehrlich sagen. Dann wird es irgendwann vielleicht lästig. Ich meine, auch wenn es Arbeit ist, darf es dir nicht als Arbeit vorkommen, sage ich immer. Sonst kann es schon lästig werden.
will zur Schleuder. Ich wollte die Dinger wegmachen. Und da gibt es bestimmt irgendwas, oder? Gibt es die heute schon? Ich brauche die. Ich kann rennen. Sagt mir das doch. Ich wusste es nicht. Ich renne die. Ich dachte, das ist Rennen. So gehen, weißt, und rennen. Dabei kann der voll. Wie er sich immer bücken muss mit seinem Hut. Da grinsens, wenn ich Gold reinbringe. Ich möchte Inliner sehr gut werden, genauso wie im Zeichnen. Was? Calisthenics? Was? Calisthenics. Will ich richtig anfangen und allgemein Muskel- und Ausdauer aufbauen. Calisthenics? Was ist das? Also, nur mal so für den Fall, dass wer im Chat nicht kennt. Also, mir sagt das leider nichts. Naja, es kommt darauf an, wie hoch man seine Ziele steckt. Als Ex-Sportlerin kann ich nicht bestätigen, dass Verschnaufpausen was Gutes sind. Wir haben jetzt nicht wirklich, es waren allgemeine Ziele. Aber ich meine, wenn du quasi, ja, aber trotzdem auch, wenn du Sportlerin bist oder Sportler bist, ist ja wurscht, was du machst. Wenn du jeden Tag nur trainierst für die Ziele, ist okay. Solange es hinhaut, ist das alles cool. Aber irgendwann, wenn du musst und nur noch musst, solange man Spaß daran hat, ist alles cool. Also solange man auch will, ist alles cool. Aber wenn man irgendwann wirklich muss, ist schwer. Ich merke es bei mir jetzt, also blödes Beispiel, aber trotzdem, die Streamerei, ist egal. Auch wenn ich sage, heute streame ich nicht, sitze ich doch wieder davor, weil ich irgendwie automatisch vom PC den ganzen Scheiß einschalte und man denkt so, hey, machst das. Drum irgendwie. Das meine ich. Also es muss von selber gehen. Man muss wirklich automatisch, man muss wirklich wollen, dann passt es schon. Da muss man drüber weg. Ich hatte Tage, da war ich 5, 6, 7 Stunden im Training. Wenn man nicht will, Pech, man muss. Ja, es geht ja nicht ums nicht wollen, wenn man dann anfängt und man hat dann wieder Spaß dran. Ist ja kein Thema nicht. Ich habe das nicht gesehen, dass man da umschalten kann. Ja genau, ich kaufe die Orangen und spielst jetzt ganz. Anleitungsschleuder, ja. Ich muss nicht, ich will das für mich selbst, nur ist das nicht immer leicht. Was hast du denn gemacht? 5 Stunden ist sehr viel. Viel zu viel. Das kommt darauf an, ich hatte auch eine Zeit drin gehabt, wo ich wirklich arbeiten und da bin ich ins Fitnessstudio gerannt. Also das war dann. Die Zeit hatte ich auch schon mal. Lieber nicht. Ich meine, meine Trainerinnen hatten leicht militärische Ausbildungsmethoden, aber das hilft über Los drüber. Na gut, aber ich sage ja, das ist aber mein erstes Bastelbuch. Die Gießkanne kann ich schon. Immer das erste Bastelbuch. Jo. Nach der Schule renne ich eher ins Bett, um weiter zu zocken. Ja, gut. Chile und bin Turniere geritten. Okay. Chile, da weiß ich. Die Pompoms hast du schon mal rausgeholt. Aber Reiten ist halt schon cool eigentlich. Also. Wir hoffen, du hast mit den neuen Online noch mehr Spaß am Basteln. Werden wir haben, denke ich. Was die anderen können. What? Settling für was? Nadelbaum-Settling.
Medizin können wir auch kaufen. Was für ein Setzling ist das? Ich will mal einen. Wow, also Respekt. Hört sich nicht gerade entspannend an. Das ist ja immer, wenn man quasi dann Bock drauf hat und es einem gefällt. Das ist mega nice wahrscheinlich, glaube ich. Aber der Punkt ist anscheinend auch bei der Karte. Gut, irgendwann glaube ich ging es dann mit dem nicht mehr, hast du gesagt gehabt, gell? Problem ist am Leistungssport oder am Sport allgemein, dass man es irgendwann einfach ziemlich früh nicht mehr machen kann, sag ich jetzt mal. Ja, das ist schon klar, das ist schon klar. Es ist einmal schwierig zu sagen, aber die Lore, sag ich jetzt mal, einfach hinter meiner Story oder die, wie sagt man es am besten? Die Geschichte, die Nachricht hinter meiner Anekdote sollte einfach andere gewesen sein. Ich meine einfach wirklich nur, egal was man macht, man muss Spaß dabei haben. Du bist ja auch keine Tourierende Kritten, weil du Pferde hast. Du liebst ja Pferde, also drum ist das schon wieder ganz was anderes. Schön ist halt kein Einzelsport, mit meinem Team nicht zurechtgekommen, habe ich halt aufgehört. Ja gut, das war bei mir mit Musikspielen der Fall. Leider. Ich habe Akkordeon gespielt, also wirklich lange her, sehr, sehr lange her. Und da haben wir quasi ziemlich eine blöde Lehrerin gehabt, muss ich ehrlich sagen, die damals ja nicht verstanden hat, dass es für mich auch noch andere Sachen gibt, wie Akkordeon spielen dann. Wäre das nicht der Fall, würde ich es vielleicht heute noch machen. Ein Akkordeon hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lame an, aber kann man schon was Cooles draus machen, wenn man mag. Fisch, fress die Angel. Ich mache mal die Schleuder ganz kurz. Was brauchen wir noch dafür? So, bin wieder kurz off. Musste die Katze schnell rausschmeißen. Die arme Katze. Die Mieze-Mounts. Oh, ein Strohbett. Eine Pfanne. Ocarina Mai. Mega nice. Waschbottich. Ein Reifenspielgerät. Wo ist der Vincent? Und ein Steinhocker. Der hat gewürgt und gebrochen, hab schnell weggemacht. Irgendein Viech gefressen, vermute ich mal. Fehlt uns etwa ein Bewohner? Ich hoffe nicht. Habe ich die Leute gar nicht gekauft, die Anleitung? Ja, nur mal schauen, ich dachte, hätte ich fast doppelt gekauft. Aber wenn man arbeitet bis abends und trotzdem zeichnen, Calisthenics, Kickbox und Inliner üben möchte, welche Möglichkeiten hat man dann? Hat er dann schließlich nicht mehr Zeit für sowas? Ja, alles geht nicht, das ist klar. Also, heute reite ich halt nur mehr zum Spaß, aber in Realität ist es halt auch da anders. Auch wenn ich nicht mehr also im Wettbewerb reite, muss ich trotzdem jeden Tag raus oder sollte zumindest, auch ob ich will oder nicht. Na gut, ist klar. Necke dann immer hat der es nicht auf der Treppe gemacht, sondern auf dem Laminat. Okay, also ich weiß von unserer Katze, wir haben ja auch eine Katze, die wirkt halt die Haare regelmäßig hoch, ist ja ganz klar, macht da jede Katze oder jeder Kater. Aber wenn sie brechen, also unsere hat dann meistens irgendeine Maus gefressen oder irgendeinen Frosch oder irgendwie sowas und das ist ja schlecht und dann kotzt das ganze Zeug wieder aus. So ekelhaft, wie es sich anhört, aber unsere ist ein richtiger Killer. Jetzt zerlegt sie ziemlich alles, was sie findet. Also es war das liebste Viech auf dem ganzen Planeten, glaube ich. Aber verschmust die Sau. Aber nee, nicht die Leute, die Bastelanleitung. Bei uns ist jetzt 11 Jahre alt, aktuell.
Schleuder. Keine Ahnung, wie unsere sind, haben die beiden von der Freundin von meiner Mutter geholt. Ah, okay. Ja, unsere damals, wir haben unsere gekriegt, die war vorher bei einem Tierarzt. Also, quasi bei einem, also ich hab die damals von einer Ex-Freundin von mir quasi, die hat die irgendwie über eine Bekannte gekriegt, die war Friseurin und keine Ahnung, wo die genau her hat, aber die war quasi bei einem Tierarzt und ist quasi halt immer wieder, ja, in der Praxis quasi mit rumgestopft, sag ich jetzt mal. Und dann haben sie die quasi irgendwann gekriegt. Durch meine Freundin damals. Bin ich jetzt blöd? Kennt sie? Real Talk, ja. Kommt auch mal vor. Wo ist denn die Schleuder? Da bin ich dabei, bei Real Talk. Was hast du denn zu erzählen, kennt sie? Hau raus. Ich check's das gerade nicht, wo das Ding ist, wo die Schleuder ist, ne? Ach mein Gott, ich bin so dämlich, oder? Bin ich gespannt, kennt sie. Hau raus. Und wenn es dann auch noch um seine Meiserl geht. Achso. Sandy hat damals ein massives Trauma gehabt von dir. Das weiß ich noch. Was heißt Trauma, war ein Schmarrn, aber. Ah. Das weiß ich noch. Das kannst du eigentlich gar nicht erzählen. Ach Gott, scheiße. Ja. Das war quasi der Kosename, sag ich jetzt mal, den du ihr gegeben hast. Das war schon, oh mein Gott, das ist schon ewig her. Da war das erste Mal beieinander mit dir, glaube ich. Das ist schon wirklich ganz, ganz lang her. Ah, okay. Jetzt können wir die Dinger abschießen. Alles klar. Tatsächlich so um unsere Katze gegangen. Also um die Katzen quasi, die wir bekommen. Und um die Viechers. Ich warte die ganze Zeit auf irgendeinen Kommentar zum Spiel. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn du arbeitest, wie viel Zeit hast du denn noch für deine Hobbys? Ich arbeite. Ich arbeite sogar relativ viel, tatsächlich. Und das ist Streamen noch gar nicht dabei. Ich hinterlasse eigentlich immer überall einen guten Eindruck. Ist der Mighty noch da? Gibt ja keins ab. Achso. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Weil jetzt kommt in der Kommentar von deiner Seite. Drüber lässt Seiten, genau. Ah. Ach Gott. Hast du falsch gelesen, verstanden? Wenn du arbeitest, wie viel Zeit hast du denn da noch für deine Hobbys? Und dann zum Herrn Streamer. Die Brotzeit war gut. War gut. Hat Wurst gegeben und Käse, Brezen. War gut. Und Tomaten und Nudelsalat.
Sag doch nicht. Also Mighty und Kenzie kennen sich offensichtlich auch, wie ihr mitkriegt. Und ich kenne auch einen Kenzie. Sogar schon sehr lang. Ahoi. Ich gammel noch ein bisschen rum. Ehrlich war, ich fühle nichts Unanständiges im Schilde. Aber bin ich immer bei jedem Real-Life-Action dabei. Ja, das mal nicht. Ah, das war zu langsam. Aber dann hätten wir da einen, ich nenne es mal Qualitätskopf. Hätten wir im Stream gesehen, kennt sie. Samstag wieder übertragen. Würde schon reichen, wenn mal wieder bei Mario Kart Action dabei warst. Das stimmt allerdings auch, das wäre wirklich, das stimmt, ja. Ja. Fühle ich. Also weiß ich, Tobi ist gerade nicht da, Orchkatzel, aber Samstag quasi ist der Orchkatzel und der Mighty sind bei mir. Und machen wir quasi so, ja, Spieleabend, sag ich jetzt einfach mal. Gibt Samstagabend dann. Platzieren. Ich hau hier alles voll. Bis wir nur durch kann. Bausch haben wir schon. Bernhard, servus. Der ist übrigens auch dabei, der Ortlo, genau. Kauf meine Scheiß. Man spielt jetzt Twister. Gar nicht vermutlich, glaube ich, trifft es am ehesten. So wolltest du 200 CM, 200 CCM Mario Kart kannst. Ah, es könnte ein bisschen dauern. Das könnte ein bisschen dauern, wahrscheinlich. Ich hoffe bloß, dass wenn ich mit dem Arbeiten anfange, trotzdem genug Zeit für meine Ziele, Hobbys habe. Da ich das ziemlich viel habe. Ja, also wird bestimmt am Anfang weniger sein, das ist ganz klar. Ich meine, wenn du aus der Schule rauskommst und dann vollständig arbeitest, kommt immer darauf an, wie weit du zur Arbeit hast. Ob du mal, ich meine, am Anfang wird es wahrscheinlich weniger der Fall sein, ob du dann mal länger arbeitest, je nachdem, wo du quasi bist, wo du, was du wirklich irgendwas machst. Was? Oma nennt mich schon Prinzessin Crossing. Warum Prinzessin Crossing? Kurz gesagt, nein. Gut, ich muss los, habe leider noch keine Autofaltungsfunktion, muss händisch gemacht werden. Okay, Kathi, gute Nacht, schlaf gut, bis zum nächsten Mal. Oder bis morgen vielleicht, je nachdem. Gute Nacht. Und danke dir, gute Nacht. Schon wieder 10, oh mein Gott. Ja, gut, ja. Das ist halt auch so ein richtiges Grusch-Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Man läuft rum, man redet die ganze Zeit nebenbei. Man macht irgendein... Ob es das wichtig oder unwichtig ist, ist jetzt egal. Jetzt habe ich Hunger. Gute Nacht, gute Nacht. Das Beste vom Besten. Ich habe nur erlesenste Waren. Okay, rentiert sich. Meilen noch nicht, nein. Ich denke schon die ganze Zeit dran. Deswegen verkaufe ich gerade den Scheiß und sammle. Ich habe schon im Kopf. Ich glaube 4800 irgendwas. Obwohl, jetzt könnte man es vielleicht haben. 4600 habe ich. Irgendwas haben wir aber gekriegt. Da. 4900.
schließe mich Kathi an und verabschiede mich. Macht's gut und danke für den schönen Stream. Vielen lieben Dank, Lukas. Gute Nacht. Schlaf gut. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Plus. Aktuell geht gerade nichts auf Plus. Jetzt im Shop drin. Ach so. Ja. Du meinst hier. Haben wir auch schon was gemacht, ja. Fälle Bäume. Okay, Foto können wir eigentlich kurz machen. Oder was ist das andere? Moment. Man kann auch gleich bis zum Erhalten Meilen gehen. Überforderung da. Foto. Egal. Foto. Oh, reicht. Holz sammeln, schauen wir mal kurz. Wie viel brauchen wir? 10. Hacke Holz. Okay. Wir haben aber die ganze Insel schon ziemlich abgerast, glaube ich. Tatsächlich. Kommt, ich bin vorher schon mehrfach rumgerannt. Ich glaube, da kommt nichts mehr raus aus den Bäumen. Vor allem, wenn ich nicht treffe. Ah doch. Aber was meintest du vorher, Sarah, mit dem, mit wo war's denn? Mit Prinzessin Crossing? Was war das oder wie kam es drauf? Wegen den Spielstunden, meinst du? Oh. Ah, okay. Kann fix gehen. Ja, passiert. Ah, okay. Ich sage, wenn ich mal die ersten 2-3 Tage hinter mir habe, dann können wir gern die Codes mal austauschen, das ganze Zeug, je nachdem, was ihr wollt. Jetzt haben wir schon, okay. Nice. Abholen. Jo, gib. Na gut, 150, aber es sind 150 Meilen. So geht's zumindest nie aus. Ein Japan-Rosenkäfer habe ich schon so viel gefangen. Die gibt's da unten. Oh. Hui. Was bist du? Ein Atlas-Spinner. Er mag zwar spinnen, aber er fliegt sich bestimmt nie. Voll geiles Viech. Da tackert er immer irgendwo dran. Ja, schade, aktuell gerade nicht. Jadi. Aber jetzt holen wir uns mal das Täschchen. Das Täschchen gibt's da, gell? Ja, genau. Willkommen beim Nook-Portal, einem multifunktionalen Terminal von Nook Inc. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Wir wollen Nook-Meilen einlösen. Und wir wollen Alltagswerkzeuge kaufen, die Schwan. Tauschen richtig nutzen wollen wir. Möchten Sie 5000 Meilen für Tauschen richtig nutzen einlösen? Ja. Ja. Ich bin arm. Wow, volles Ticket, ne? Ihre Bestellung wurde gedruckt. Ach, so ist das. Alles klar. Ich habe ein paar Tricks zur Taschenorganisation gelernt. Jetzt bekomme ich mehr in meine Tasche. Okay, ganze Reihe ist nice.
muss ich spicken. Die Sarah war Nooktopia und Nekotopia? Richtig? Ich glaube, das waren die zwei. Nooktopia und Nekotopia, glaube ich, war es. Eine Stachelschnecke. Stimmt, die Bewohner, genau. Wollte ich euch auch noch fragen. Aber ja, erzähl mir, wen du hast, genau. Ein paar kenne ich. Ess den Köder. Leckerer Holzköder, komm. Ess den lecker. Ja, nimm. Muss was aufladen, Konsole ist alle. Das kenne ich irgendwoher. Kathi sagt das auch immer. Platzieren. Platzieren. Voll der Messi-Haufen da. Was hat er da? Das 700 Stunden drauf, oder? Amite ist eigentlich Ding, ist eigentlich easy schon da. Also schaut sie gerade zu quasi auch. Mir auch kein Lageplatz, ja, ich glaube. Denke ich allgemein das Problem am Anfang, denke ich mal, dass man einfach keinen Platz hat für das Zeug. Naja, eins von meiner Mutter und das andere von mir benutzt, aber benutze beide. Ah, okay. Den Settling müssen wir noch hinbauen. OT verkaufen wir. Stachelschnecke verkaufen wir. Reifen behalte ich mal. Ja, aber die hat sich hingelegt, ist fertig vor der Arbeit. Ah, okay, ja, kein Problem. Ich meine. Hätte mich nur interessiert, was sie quasi für Bewohner hat, aber da kommen wir noch die nächsten Tage immer schon drauf. Weil ich will die oder den Anker hätte ich gern. Die komische Pharao-Cut, sage ich jetzt mal. Die wäre sau nice. Ich habe ein paar, die ich gern hätte. Da ist er. Der Rosenkäfer. Chloe. Ich weiß nicht, ich glaube die Liste ist aus Englisch, glaube ich. Moment, ich mache mal kurz. Ich hab's glaube ich da. Da mal. Ich poste mal kurz, was ich hergenommen habe. Die Liste hatte ich in Gebrauch. Und da ist quasi, ich glaube Anker mit A müsste ziemlich weit um sein. Und A, logischerweise. Die hätte ich zum Beispiel gern. Dann die Mumie hätte ich gern, ich weiß nicht, wie die genau heißt. Gibt es 2, 3, die ich schon gern hätte. Was ist das Maximum auf der Insel? Wie viel kriegt man? Oder wie viel kann man auf die Insel holen? Ich meine, 2 sind der Standard. Mit den 2, wo ich habe, bin ich ganz zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde sie gar nicht so schlecht. Die komische... Bei Meilenticket. Nooktopia 710 Stunden, okay, wow. Was meinst du mit bei Meilenticket?
kann eine Insel fertig sein. Ich glaube, man kruscht da ewig rum, oder? Aber ich war jetzt ein paar Mal los und habe niemanden gefunden. Achso, mit Meilenticket kann man sie holen, ja, ist klar. Aber ich meine, oder per Campingplatz, oder lässt du einfach einziehen, wie die halt wollen. Ich weiß, man kann die irgendwie wieder rausekeln oder sowas in Richtung, oder irgendwie wieder loswerden, das weiß ich. Es kann ja sein, dass welche wegziehen. Ich meine, den haben wir. Der ist ganz cool, finde ich. Der Ludwig. Ich habe das Gefühl, dass der vielleicht... Trifft man nicht immer welche. Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen, wie das mit den... Per Campingplatz oder lässt die einfach einziehen, wie die halt wollen. Also mit dem Einziehen weiß ich gar nicht, dass es geht. Scheint niemand hier zu sein. Die rennt hier irgendwo rum, ne? Ja, weiß ich, also weiß ich, dass du selber erst angefangen hast. Du bist aber auf jeden Fall weiter wie ich. Nee, man kann das Grundstück einfach so lassen und dann nach einer Woche ist dann halt verkauft. Ah, okay. Also lieber nicht zu viel herrichten, meinst du? Wo ist sie denn? Tatjana. Konsole ist an. Da ist sie. Hi. Höhe gibt sonst noch jemanden auf der Insel, den du... Was? Höhe gibt sonst niemanden auf dieser Insel, den du zutexten möchtest, Bossi. Lass uns plaudern. An meinem ersten Tag hier war ich dank der ganzen Umzugsaction nur am Durchdrehen, Bossi. Jetzt bin ich total gehypt, dass ich mir ein neues Leben aufbauen kann. Klingt voll nach Gangster auf der Flucht, gut so. Ah. Man kommt da bestimmt irgendwann rüber, ne? Aber auf Nectopia, Ursula und Samson. Ich kann halt momentan noch keinen reinlassen zu mir, das geht aktuell noch nicht. Nectopia hast du denn alle gesehen? Wie das denn? Also ich fände es ganz lustig, dass er immer so, wenn das jetzt schon gehen würde. Aber leider haut es noch nicht hin. Ich kann aktuell noch nicht fliegen, nee. Bei mir geht's aktuell nicht. Noch nicht, also geht anscheinend am ersten Tag nicht. Der macht das morgen auf. Also du meinst Sadi. Ist er weg, oder? Ist er weg? Ich sehe ihn nicht. Wie ich über den Baum drüber schauen will. Ah. Da nimm. Jetzt. Nimm den Köder. Nimm den Köder, der ist super. Ach komm, da ist vielleicht sogar Holzwurm drin. Scheiß Fische, ja, teilweise sind sie echt komisch. Und hinterhältig teilweise. Ein Barsch. Gut, den haben wir schon. Ich bekomme immer noch Barsche. Kommt das irgendwie, glaube ich, auch auf die Zeit an? Eine Mücke. Okay, Cache ist schon wieder kaputt. Machen wir uns gleich einen neuen. Sind immer da, okay.
Ich möchte gerne einen Kescher herstellen. Jawohl. Ja, bitteschön. Ich war ein paar Tage im Krankenhaus, da habe ich sau viel Folgen geholt. Ach Gott. Hoffentlich nichts Schlimmes, oder? Oh, der ist verschwunden. Voll der Despawn. Was ist die fette Cat? Oh, da ist er. Langsam, 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 langsam. Und jetzt können wir. Ja. Ein Nashornkäfer, dem war ich eine Nasenlänge voraus. Werde ich heute Nacht wahrscheinlich wach irgendwann und muss wahrscheinlich lachen. Über den Witz. Nein. Okay, wieder Zeug abladen. Nashornkäfer. Platzieren. Okay. Dich können wir verkaufen, dich können wir verkaufen, dich können wir verkaufen. Richtig, können wir verkaufen den Setzling. Wo machen wir den Setzling hin? Und was ist für das Setzling? Ich pflaster da jetzt einfach alles zu, ne? Spielt jemand auf Englisch? Sind dort die Witze auch so dermaßen schlecht? Ja. Sind sie. Das kann ich so sagen. Ich habe vorhin in der Pause mal kurz geschaut. Sind die immer. Gap Smolders heißt sie jetzt. Oder Girl Gamer Gap. Hat es früher mal geheißen. Der ist auch gespielt. Und die spielt Englisch. Die Witze waren nicht besser. Das war ein YouTube-Kanal wohlgemerkt von mir. Trink. Aber ich glaube, die Witze sind einfach... Ich denke, die Witze sind einfach zu hoch. Ich wollte die... Da war Gottesanbeterin, ich wollte die haben. Ich habe zu spät reagiert, oh mein Gott. Was ist das für ein Blatt? Das muss ich einsammeln. Wo ist der Gottesanbeterin? Mir geht schon gut, ja. Es war nur ein kompletter geistiger Aussetzer, weil ich das Viech haben wollte. Die wachsen auch ohne Wasser. Ah, okay. Ach, man kann sie, glaube ich, die Blumen kann man kreuzen mit Wasser. So ist, glaube ich, oder? Ah, belastend. Nehme ich. Oh, das geregnet hat, dann glitzert die so. Ja, ich hab's gesehen an der da. Die habe ich vorher gossen. Die da. Jetzt aktuell nicht, das ist in dem Nass, das vorher quasi auch so komisch. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich habe tatsächlich eine gekreuzt, die ist schwarz geworden. Ich habe ja schon alle Blumen. Eine schwarze. Ich kann mal nachschauen, glaube ich, was die dann in mir geben. Ein Hirschkäfer, wenn wir in dieses Zangen packen, ist man im Untergang geweiht. Ich nur ein paar von einem Typ. Ich habe jetzt aktuell eine gepflanzt. Ach, Rüben. Ja, stimmt, da habe ich auch schon was gelesen. Rüben gibt es ja auch. Stimmt.
Das ist so ein Investitionsding, gell, wo man Rüben kaufen kann und man ziemlich schnell Geld machen kann damit. Denke ich, oder? Das war das. Oh nee, oder doch? Also ich verstehe den halt jetzt gar nicht ganz. Hast du einen guten Rübenpreis? Nein, 96. Echt? Ui, da freue ich mich. Oh nee. Oh doch? Sind 96 jetzt gut? Oder sind sie schlecht? Weh, du hast jetzt einen guten Rübenpreis. Ich? Schlecht? 96 ist schlecht, okay. Was ist gut? Echt? Ui, da freue ich mich. Also wegen der Blume. Ah, okay. Oh mein Gott. Ja, ja. Ich war in der Unterhaltung jetzt nicht so ganz am Folgen, sage ich jetzt mal. Ah, ich möchte eine Motte verkaufen und eine Mücke und eine andere Motte und einen komischen Käfer und einen Barsch. Nee, war wegen dem Preis, okay. Aber was ist noch gut? Lohnt sich quasi, dass man auf eine andere Insel kommt und dann quasi da den Rübenpreis abcheckt. Was 400? Okay. Sprich, man kann es für wie viel kauft man eine Rübe? Oder wie viel kann man kaufen von der Rübe? Ich hatte mal über 500. Ne, ich habe schon 100 bezahlt, ich Idiot. Ah, okay. Habe ich die Motte eigentlich nicht, dass die ganze Zeit irgendwo fangen und wieder verkaufe? Die ich gar nicht habe. Doch, da habe ich da hinten steht sie. Da ist sie. Ist die Motte, oder? Bis 80 Sterne ist geht klar. Oder geht das, okay. Geht quasi runter. Okay. Das ist so ein kleiner Ziegenbock oder sowas, oder so ein Geißlein, das das verkauft. Bis 60, der Preis schwankt immer. Ah, okay. Weiß ich jetzt auch. Ah, okay. Machen wir den Lehm da rein. Voll hingeschissen, das Ding. Voll die Müllhalde. Ah, Schwein ist das. Das ist der Schwein, der die Blumen verkauft. Ich habe noch ein bisschen was gesehen, dass einfach da ich bin so blöd. Naja, okay. Wurscht. Der Aim ist nicht mit mir. Außer kriegen wir zumindest ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen Kohle. So nach und nach. Ich frage mal vorsichtig. Kann ich es beschleunigen? Kann ich jetzt irgendwie den Tag vorstellen? Ich frage für einen Freund. Blumen macht der Faultier. Ich habe gesehen, es gibt irgendwann später, gibt es glaube ich eine Schneiderei. Entschuldigung. Du kannst spülen. Ach, Vorspulen meinst du? Spulen. Aber ich denke, das geht irgendwie nicht mehr die Zeit. Also es ist ja Echttime. Also Echttime.
Es ist ja quasi die echte Zeit, die es aktuell abläuft. Was? Mann, ich hier voll der Profi im Game. Ja, würde ich schon sagen. Ich sammle 100.000 Marken, verwischt. Kann man die Witze irgendwie ausstellen? Geht das? Langsam tun sie weh. Ich bin so blöd, ne? Okay, zuerst musst du ins Home-Menü, also aus dem Spiel, ohne das zu beenden. Okay, ja, machen wir. Und dann die Zeit vorstellen. Das ist echt Zeit, aber ist ja egal, okay. Und was mache ich dann im Home-Menü? Dann das Menü unten. Ganz runtergehen. Okay. Also quasi in dem Menü da. Unter Systemeinstellungen, denke ich mal. Meinst du, oder? Dann ganz da unten, okay. Der Konsole. Dann auf Datum und Uhrzeit. Dann die Uhrzeit stellen. Ich habe mir's gedacht. Einfach vorstellen, ne? Pokémon Unite. Ich habe bis jetzt nicht gespielt, war aber auch nicht so weit wie du. Na gut, was heißt du weit? Ich bin ja aktuell nicht weit. Also am ersten Tag meinst du? Draufklicken und Uhr mit Hilfe. Und Uhr mit Hilfe ausstellen, okay. Uhr mit Hilfe ausstellen? Mal kurz schauen, was du meinst. Das sehe ich mir mal. Also Konsole. Datum, Uhrzeit. Also meinst Uhr mit Hilfe des Internets synchronisieren, ausstellen. Okay. Und dann? Wie geht's dann da weiter? Genau, hier glitzern sie. Hast du gesehen? Genau, hier glitzern sie. Ist das aufregend. Dann kommt aber noch was. Dann kommt dann nochmal Datum und Uhrzeit dann da drauf und einstellen. Achso, okay, gut, also dann wirklich so, wie ich es gedacht habe. Einfach nur die Synchronisierung ausstellen, dass quasi nicht die Automatik-Synchronisierung läuft und dann quasi kann man es vorspulen. Wenn ich es quasi dann einmal vorspule, ist es quasi dann am Tag 2, denke ich mal, oder? Aber ich glaube, das Spiel dann nochmal speichern, beenden, dann nächster Tag. Wie du magst. Ah gut, okay. Nein, ich wollte es nur wissen. Also ich werde es auch nicht machen. Ich renne jetzt hier noch ein bisschen rum, sammle hier noch ein bisschen Zeug. Passt ja. Und morgen machen wir dann definitiv weiter mit dem nächsten Tag. Ich bin nicht böse drüber. Ich habe es oft gemacht, okay.
Mal schauen, aber zum Anfang glaube ich, lasse ich es noch. Du wirst ein Chaos mal, das ist eine gute Stunde allerdings. Haben wir beim Haus automatisch einen Schrank? Also kann man da automatisch quasi Sachen einlagern. Und dann wäre es vielleicht, ja, so ungefähr. Fische bringen mehr Cash. Ja gut, okay. Habt euch überredet. Fangen Sie, Barsch. Fange Fische. Man kann sich halt echt dumm und dämlich spielen, ne? Aber ich soll immer noch nichts essen, oder? Das sehe ich richtig. Also ich kann jetzt aktuell eh nichts essen, weil ich alles verkauft habe. Wir versuchen es mal. Was für eine Uhrzeit muss man was für eine Uhrzeit muss man einstellen? Reicht, wenn ich jetzt 1 Uhr mache? Ich muss das noch nicht machen, aber ich streame ja auch nicht. Nein, ich will das quasi bloß einmal. Ab 5 Uhr ist nächster Tag. Okay. Dann mache ich es nochmal. Ja, aber dass das Spiel einfach chillig und ist und länger dauert, war mir vollkommen klar. Das weiß ich ja. Formatierung, Monitor. Ah, da. Bist du unsicher? Warum? Nee. Also eigentlich nicht unsicher. Aber 5:01 Uhr. Ich will bloß nicht zu viel Zeit herschenken, um das geht's mir. Vor allem, was passiert, wenn ich die Uhrzeit wieder zurückstelle? Das ist dann wurscht. Jetzt quasi muss ich speichern, oder? Jetzt muss ich quasi ins Spiel wieder rein und muss speichern. Nächstes Tag davor, okay. Als ich wieder zurückgehe, habe ich da quasi am ersten Tag mein Haus. Jetzt einfach wieder reingehen. Oder muss ich es beenden? Meine Eltern nennen das Cheating. Es ist. Ich nenne es Spieloptimierung. Also cheaten ist das jetzt eigentlich nicht. Es ist nur Zeit überbrücken. Tada, nächster Tag, okay. Ah, okay, nice. Willst du es wirklich wissen? Was schätzt ihr denn? 15 wird dieses Jahr 16, okay. Ja, ich bin ein bisschen älter.
beschwer mich mal einen Moment. Geht gut hin, ja. 35 ist gut geschätzt, ja. Eigenberatung. Ja, die Arbeiten in deinem Haus müssen morgen fertig sein. Ich freue mich für dich. Was, morgen? Dauert das 2 Tage? Nein, Alter, ich sehe da auch überhaupt kein Problem, Gottes Willen. Also wirklich überhaupt nicht. Mir ist das auch ziemlich egal. Was für Tage meine ich heute? Ah, okay, haben wir einen Fehler gemacht. Ah, ja. War mein Fehler. Das war mein Fehler. Ich habe schon gesehen, was ich falsch gemacht habe. Moment. Und zwar ist immer noch der 26. Ich habe zwar die Uhrzeit verstellt, aber das Datum. Genau. Ich dachte, der springt quasi automatisch hoch, wenn ich die Uhrzeit über 0 Uhr stelle, dass er automatisch merkt, hoppla, nächster Tag. Aber macht er nicht. Dann halt nochmal. Es war so quasi der nächste Tag, aber der nächste Tag an dem Tag, wo ich angefangen habe, quasi, bevor ich angefangen habe. Ungefähr so. Ganz grobe Richtung. Na komm. Es hat übrigens Pfirsich, ist halt übrigens Pfirsich auf der Insel. Ah, nice, okay. Also warst du schon mal da, bevor du das überhaupt wusstest. Richtig. Du sollst by the way deine Bewohner kurz zeigen. Ich habe nur 2, aber ja, mache ich gerne. Test 1, 2, 3. Voll reingestimmt. Ach du liebe Güte, tut mir leid. Puh, das war laut. Hallo miteinander. Ab heute gibt es Inseldurchsagen zu allem, was sich auf unserer kleinen Insel gerade so tut. Ich werde Ankündigungen machen, die sehr wichtig für das Leben auf der Insel sind, also Ohren auf. Ja, ja. Und zu Beginn starten wir gleich mit einer großartigen Ankündigung. Der Flughafen von Mizien ist eröffnet. Ah, jetzt geht's. Ab heute ist es möglich, andere Inseln über eine Online- oder eine lokale Verbindung zu besuchen. Und das ist auch nicht alles. Der Flugschalter dient außerdem als Postamt. Ja, ja. Wie auch das Service Center ist der Flughafen ebenfalls 24 Stunden am Tag geöffnet. Schaut mal vorbei. Und es gibt noch einen weiteren, wie heißt es so schön, Knüller zu vermelden. Lass uns gemeinsam den brillanten Eugen hier auf Mizien willkommen heißen. Ah, ist der auch schon da. Okay, dann gibt es wirklich einiges zu machen. Eugen interessiert sich sehr für die Biologie auf unserer Insel, ob gegenwärtig oder prähistorisch. Okay. Warst du überhaupt auf meiner Insel? Nee. Woher? Wer ihm helfen möchte, meldet sich bitte in seinem Zelt. Er freut sich über jeden, der einen Beitrag leistet. Das war alles und jetzt mache ich einen schönen Tag. Macht euch einen schönen Tag. Ja, ja. Also ich war noch auf keiner anderen Insel nicht. Bei mir geht ja der Flughafen erst ab jetzt. Kann ich gerne machen. Brauche ich da? Nein, ich glaube, ich brauche keine Meilentickets, oder? Die Mama schickt mir was. Mein lieber Emitz. Jedes Mal, wenn ich ein Flugzeug sehe, muss ich an dich denken und winke ihm hinterher. Ich wusste gar nicht, dass der Flugverkehr hier so stark ist, dass mir der Arm schmerzen würde. Einen guten Start wünscht Mama. In die Tasche. Nook Shopping. Stimmt, wir haben einen Scheiß gekauft. ADSH. Glückwunsch zum neuen Heim. Ach, stimmt, wir haben ein Haus.
Nicht gesehen. Die Akademie des schönen Hauses sendet hiermit herzliche Grüße. Unser Ziel ist dir bei der stetigen Verschönerung deiner Behausung behilflich zu sein. Wir freuen uns auf deine Zusammenarbeit. Mighty, danke dir. Vielen lieben Dank. Danke dir. Armbeingeschenk zur Einweihung. Nehmen wir. Voll die Hundshütten, ne? Das Zelt war größer. Ah, nee, okay, doch nicht. Herzlichen Glückwunsch zur Fertigstellung deines neuen Heims. Hier ein paar Tipps zum Einzug. Licht an- und ausschalten, zum Einrichtungsmodus wechseln, Lager öffnen. Ah, okay. Natürlich kannst du deinen Raum erhellen oder verdunkeln. Ja, also quasi die Pfeiltasten einfach nur. Während du dich in deinem Haus aufhältst, kannst du deine Tasche öffnen und Möbel oder andere Items direkt einlagern. Okay. Das Einrichtungshaus, okay. Ah, okay, das ist eine Art Schrank quasi dann wahrscheinlich. Okay. Dann nehmen wir das Zeug kurz mit. Ich muss ein bisschen aufräumen. Guti. Die schieben wir mal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, ich. Das ging doch mit A, oder? Hätte ich gemacht. Der legt sich nur rein, wenn ich auch drück. Ah, Babylon, hi, servus, ahoi. A halten. Okay, ich halte A und gehe zum Bett. Er macht's nicht. Beim besten Willen, er macht's nicht. Ah, jetzt. Einfach ignorieren lassen. So, aber jetzt Geschenk. Auspacken. Holztischchen. Kirschen? Ein Zielpfeil. Davor gehen, anhalten, A drücken, verschieben, A loslassen. Okay. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. So, dann bringen wir nämlich dem... Kann ich dich... Was kann ich bei ihm auch Dinge verkaufen? Ich denke schon, oder? Aber weil ich aktuell beschissen habe quasi. Ist er bei mir quasi jetzt in der Früh. Barsch. Okay, die Thema. Ich bin gefühlt das Handbuch zum Animal Crossing zocken. Okay, jetzt haben wir den ganzen Scheiß mal ein hier.
Schneiderei ist bis 9 offen. Wie viel Platz haben wir noch? Merkst du, lauter Animal Crossing Profis hier. Oh, wir kriegen alles unter. Jo, alle haben bis ab 8 auch keine Ahnung, Spiel erst ab. Was? Spiel erst. Habe ich noch nicht. Ah, okay, Schneiderei habe ich auch noch nicht. Eugen, der ist da hinten oben war, der. Dem geben wir das ganze Zeug jetzt. Dem drücken wir jetzt alle Viecher rein. Ahoi. Viechers. Da ist er. Hi. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Eugen. Das Ökosystem dieser Insel hat mein Interesse geweckt, daher beschloss ich, hier Forschung zu betreiben. Handelt es sich bei Ihnen etwa um Emits? Ja, der bin ich. Sie wählten den Standort dieses Zeltes? Ja, ganz genau. Vortrefflich, Ihnen verdanke ich es, also hier ungestört meine Flügel ausbreiten zu können. Warten, bis der Hai kommt, der hinter dir wohnt. Ich erwähnte meine Forschung. Offen gesagt ist mir daran gelegen, hier ein Museum zu eröffnen. Zu diesem Zwecke werde ich mich langfristig hier einnisten. Bringen Sie mir also eine neue Fisch- oder Insektenart, meine ewige Dankbarkeit ist Ihnen gewiss. Ist das Museum erst erbaut, werde ich dieses zusammen mit denen, die Sie Tom Nook gaben, ausstellen. Und wie ich zugeben muss, gibt es hinsichtlich des Neubaus ein nicht zu unterschätzendes Problem. Der aktuelle Mangel an Ausstellungsstücken ist der Baugenehmigung für ein Museum äußerst hinderlich. Leere Schaukästen sind nicht erwünscht, es sähe anders aus, wenn es Ausstellungsstücke gäbe. 10 oder so? Ich hab genug. Und wenn ich einmal so frei sein darf, an dieser Stelle kommen Sie ins Spiel. Ich plane nämlich nicht nur Insekten und Fische auszustellen, sondern auch Fossilien. Wie es der Zufall will, erstreckt sich jenseits des Flusses ein größeres Gelände. Ach so, Entschuldigung. Ich habe ganz vergessen, hast du vollkommen recht. Ich habe nur 2 bis jetzt. Sofort. Auf jedem unerschlossenen Stück Land findet sich mit Sicherheit eine Vielzahl der vorzüglichsten Fossilien. Doch dieser Fluss ist ein Hindernis, das erst einmal überquert sein will. Mir kommt eine Idee. Sie ist so wild wie diese ungezähmte Insel. Einen Moment bitte, Emits, während ich die Daten an Ihren Nook-Phone übermittle. Wie Sie sehen, kann man aus dem vor Ort verfügbaren Holz einen Sprungstab bauen. Er eignet sich perfekt dazu, eine Person über den Fluss zu katapultieren. Des Weiteren schicke ich Ihnen die Anleitung für eine Schaufel, mit der sich Fossilien ausgraben lassen. Oh, nice! Erlauben Sie mir also nun, zu meinem Anliegen zu kommen. Mit Ihrem Einverständnis möchte ich Sie bitten, den Fluss zu überqueren und nach Fossilien zu graben. Mama. Ach du liebe Zeit, da wollte ich mich nur vorstellen und plötzlich ist es zu einem Vortrag ausgeartet. Worauf ich hinaus wollte ist, um das Museum zu öffnen, benötige ich 15 weitere Ausstellungsstücke. Nun, wenn Sie Ihre wertvollen Funde stiften würden, wären Ihnen meine ewige Dankbarkeit sicher. Ich kann schon gar nicht mal lesen heute. Okay, dann zeigen wir kurz die Bewohner. Es sind nur 2, die Tatjana und der Ludwig. Sind beide nicht drin da? Nee. Anscheinend Schlafenszeit. Bei mir ist gerade 5 Uhr morgens, also das. Oh, hier. Ich habe gerade die Zeit vorgestellt, wie du mitgekriegt hast, denke ich mal. Hier ist ein Schlepp. Geld. Ich gebe ihm mal die Dinger, die Viecher. Moment, sonst kommen wir gar nicht weiter, glaube ich. Ich kann ihm die bestimmt alle auf einmal geben, ne? Ich will etwas stiften. Was gedachten Sie uns denn zur Verfügung zu stellen? Muss ich die einzeln machen? Was? Stiften.
Hilfe, eine Motte. Oh Graus, so flotter Schreck. Stilleugen. Du bist Kurator der Wissenschaft, kein frisch geschlüpftes Küken. Verzeihen Sie, die Insekten sind mir wahrhaftig ein Graus. Ich kann Ihnen jedoch viel zu Ihrem Insektenfang erzählen, wenn es denn wirklich sein muss. Lass hören. Oh, ach so. Gut, wenn das so ist, Hüstel. Viele denken, die Motte sei ein Geschöpf der Nacht. Ach, wenn es doch nur so wäre. Diese flatterhaften Tunichtgute suchen Tageslicht und Dämmerung ganz genauso heim. Es gibt daher keine Tageszeit, zu der man der Motte und ihrem grotesken Aussehen entgehen könnte. Voll Schiss, der Vogel. Ach, diese federigen Antennen. Schon beim bloßen Gedanken läuft mir ein Schauder durchs Gefieder. Motten sind eigentlich ziemlich schöne Viecher. Es gibt keinen drinnen. Nein, in jedem Fall. Alle herzlichen Dank für Ihre wundervolle Spende. Solche Tierchen mögen zwar mein furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe trotzdem gut auf sie Acht. Wenn ich so frei sein darf, Sie hätten nicht vielleicht noch eine Spende, die Sie übergeben würden? Ich habe etwas. Kann ich mehrere gleichzeitig machen? Geht es? Ach, nur eins, okay. Kriegt der Mücke. Alle Insekten so gern mag. Wieso muss man mich derart peinigen? Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie wirklich mehr über das Exemplar zu erfahren? Nee, lass mal. Alles klar, was du sagst. Ich habe alles verstanden. Du kriegst jetzt noch einen Kugelfisch. Komm, gib her. Oder den Einsiedlerkrebs kriegt er. Einsiedlerkrebs ist doch kein Insekt. Müssen wir jetzt durch, glaube ich, oder? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 20 haben wir. Viel Spaß. Ja. Ah, Gott. Eine Karausche. Ich könnte Ihnen auch viel Spannendes erzählen zu dieser Karausche. Na, gib. Sowas lässt man sich nicht zweimal sagen. Sagen Sie, kennen Sie den Unterschied zwischen einer Karausche und einem gewöhnlichen Karpfen? Nein. Es ist ganz einfach auszumachen, man muss lediglich nach den Barteln Ausschau halten. Was Barteln sind, fragen Sie? Nun, sie sehen ein wenig aus wie ein Schnurrbart. Jeder Karpfen besitzt ein solch unansehnliches Gewächs, während die Karausche gepflegter auftritt. In meinen Studentenjahren versuchte ich ja, mir einen Bart wachsen zu lassen, doch mit mäßigem Erfolg. Das ist auch gut, zu den Schnabelträgern stehen Bärte eher schlecht. Können wir eigentlich kurz machen, wenn du magst. Können wir eigentlich machen, ja. Ich kann schon noch kommen, wenn du magst. Gib mir noch einen Insekt. Ich werde die Dinger mal abgehen, glaube ich. Also, können wir schon machen, gerne, wenn du magst. Kein Problem. Ich weiß auch nicht, wie lange schlafen die Bewohner, wisst ihr das? Keine Ahnung, schade.
Krieg noch eine Abendzikade. Viel Spaß damit. Machst deine auf, dass ich mein Zeugs verkaufen kann. Moment. Eins nach dem anderen. Also meinst du mich, Ariel, oder meinst du Sarah? Denkst du, sie wollte zu mir kommen, weil ich glaube weil bei mir ist ja aktuell gerade Tag. Aber haben die Geschäfte schon offen? Ja gut, ich habe gar kein Geschäft, Sarah. Ich schau mal ganz kurz mit, ob die schon da sind. Sarah meine ich, Ariel. Weil schleppt er denn schon rum? Ja doch, ich glaube, da kommen wir immer rein zu denen. Ja. Ach Gott, wird wieder geredet. Und weil wir jetzt immer mehr Hausbesitzer haben, stimme ich dir zu, wir brauchen einen Laden. Aber was Baumaterial angeht, sollten die Häuser unserer Kunden Priorität haben. Ich bin mir sicher, dass du eine Lösung für dieses Problem findest. Die beiden haben mir schließlich schon jahrelang über die Schulter geschaut. Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Sarah, kannst du mir eine Nachricht schicken mit deinem Dodo-Code? Den brauche ich, glaube ich, oder? Oh, hallo Imitz. Bist du zufrieden mit deinem Zuhause? Entspricht alles deinen Erwartungen. Ist doch gleich viel gemütlicher. Häuser sind was ganz anderes als Zelte. Man kann den Boden und die Tapete anpassen. Man hat Platz, um nicht genutzte Möbel einzulagern. Oh, das ist noch mehr. Alle Hausbesitzer werden automatisch bei der Akademie des schönen Hauses angemeldet. Die ADSH wird dein Haus regelmäßig bewerten und dir Tipps geben. Es gibt sogar Preise für Mitglieder, die eine hohe Wertung erreichen. Keine Sorge, du wirst gar nicht merken, wenn dein Zuhause bewertet wird. Viel Spaß. Aha. Dann gäbe es noch eines. Nämlich der neue Kredit, das macht dann 98.000 Sterne, bitte. Okay. Keine Bange. Du kannst in den großen oder kleinen Schritten zurückzahlen. Die Woche machen es einmal. Okay. Okay. Rückzahlungen erfolgen über den Bankautomaten des Nook-Portals. Das ist alles, was ich dir heute über Häuser erzählen muss. Aber ich habe noch eine Überraschung. Ich hoffe, du bist bereit. Oder nicht zurückzahlen. Ach man, muss man ausbauen. Ich hoffe, ein erstklassiges Meilen-Item für dich, ein Meilenticket. Oh, wir haben eins. Ein Meilenticket ist ein spezieller Reisegutschein, den du nur über das Einlösen von Nook-Meilen erhältst. Das ist nervig, ey. Es ist schon ein Widerspruch. Wir wollen die Insel verbessern, aber auch der Zauber einer einsamen Insel bewahren. Aber es gibt beides. Ich höre es zum ersten Mal. Mit einem dieser Tickets kannst du jederzeit zur anderen Insel fliegen und Abenteuer erleben. Du kannst dort andere Abenteuer treffen oder Material für Bastelprojekte sammeln. Gestalte deine Reise so, wie du sie möchtest. Ich habe dir dein Ticket am Schalter im Flughafen hinterlegt, also hol es dir, wenn du dich reiselustig fühlst. Und jetzt viel Spaß in deinem neuen Zuhause. Ciao. Okay. Ich lagere mal kurz die Viecher ein, die ich habe. Ich glaube, du wurdest denken. Sie hat nicht dich gemeint, glaube ich, Sarah. Sie wollte nur quasi, dass ich ihr den Ding gebe von mir, den Code. Und weil sie die ganze Zeit labert, quasi, das hat sie gemeint gehabt. Moment. Ach, draufbleiben, da kann man was verschieben. Alles klar. Geht zu Sarah und verkauft das schnell. Alles klar.
Bringt echt einen Haufen Zeugs, ne? Entrau von Meigenheim. Heraus. Muss noch fix 100.000 Sterne sammeln, damit mein Haus morgen größer ist. Sieht aus wie bei den Flodders, ey. Aber kannst du bei Sarah überhaupt verkaufen? Geht das jetzt so? Ich tauche, okay. Also was wollt ihr jetzt? Soll ich zu jemandem schauen? Oder will jemand herkommen? Ihr müsst es nur sagen. Jetzt habe ich den ganzen Scheiß aufgeräumt. Kann ich machen. Moment. Ich habe bloß, glaube ich, den Code noch nicht gekriegt, oder? Jetzt muss ich das Meilenticket noch holen, glaube ich, oder? Ich kann es noch nicht, die pennen gerade. Die schlafen. Ich wollte schon herzeigen, der Papillon wollte sie auch sehen. Oder sehe ich es auf der Karte irgendwo? Aktuell nichts. Jetzt warte mal. Irgendwo kann ich doch meine Karte aufmachen. Da. Das sind die Bewohner. Tatjana und Ludwig. Aber Handy. Also, wenn euch das... Ich kann da mal hinschauen, ganz kurz. Ich renne mal kurz hin, ob die jetzt schon da sind, aber ich glaube, die sind noch nicht wach. Die pennen noch. Das glaube ich das Problem. Die schlafen noch. Scheint niemand. Ah, da, nee, Moment, doch, jetzt sind sie da. Schlafen sie jetzt. Okay, einer ist zumindest raus. Einer muss irgendwo rumrennen. Da ist er. Das ist der Ludwig. Jetzt sieht man super, ne? Moment mal. Das ist der Ludwig. Guck, geschickt. Ich schau gleich. Ja, das ist der Ludwig. Der ist ja geil. Ja, ich finde auch cool. Und die Tatjana haben wir auch noch. Aber die pennt noch. So, dann schauen wir mal kurz zu der Info. So, Code haben wir. Moment. Hey, 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 willkommen am Tor zu den Lüften, dem Flughafen von Myzien. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte fliegen. Roger. Wo möchtest du hin? Jemanden besuchen. Möchtest du jemanden auf einer anderen Insel besuchen? Ja, möchte ich. Falls du zum ersten Mal Leute auf einer anderen Insel besuchen oder hier empfangen willst, dann gibt es ein paar wichtige Punkte, die du unbedingt zur Kenntnis nehmen musst. Ist nicht wenig, gebe ich zu, aber es muss ja rechtlich alles in trockenen Tüchern sein. Also lies es dir bitte komplett durch, okay?
Lokaler Modus und Online-Spielen beim lokalen und online mit Text jetzt Beispiel. Namen, Chats, Beiträge an schwarzem Bett, das Aussehen der Insel, Zimmer in Häusern, eigene Designs und andere Inhalte. Bitte achte darauf, welche Inhalte du bei gemeinsamen Spielen mit anderen teilst. Verstanden. Danke, dass du den Graum durchgelesen hast. Kommen wir zum nächsten Schritt. Möchtest du über den lokalen Modus zu einer Insel in der Nähe oder per Online-Spiel? Online. Roger, eine Sache noch. Oh mein Gott. Er ist verliebt in mich. Ich habe es genau gesehen. Ach, Mist. Eine Sache noch und sorry, falls du das alles schon mal zu Gesicht bekommen hast. Aber unsere Anwälte bestehen darauf, dass wir vor dem Online-Spiel auf sowas hinweisen. Sei rücksichtsvoll, teile keine illegalen Inhalte, persönliche Informationen, Inhalte, die Rechte anderer verletzen oder Inhalte, die andere als unangenehm empfinden könnten. Vollkommen klar. Bitte brich nicht die Regeln des Spiels und verhalte dich anderen Spielen gegenüber nicht störend. Die Nintendo-Verhaltensrichtlinie gilt für dein Verhalten im Spiel und alle geteilten Inhalte weiter. Sollte bei deinen Inhalten oder deinem Verhalten ein Verstoß gegen Nintendo-Verhaltensrichtlinie festgestellt werden, behält Nintendo sich vor, Inhalte vom Server zu löschen oder deinen Zugang zum Online-Spiel einzuschränken. Du kannst Minus drücken, um unangemessene Inhalte oder unangemessene Verhalten zu melden. Bitte befolge die Nintendo-Verhaltensrichtlinie und nimm Rücksicht auf andere Spieler, ist mir vollkommen klar. Verstanden, dann lass mich mal eben schnell eine Verbindung mit dem Internet herstellen. Roger. Das ist noch Modem pfeift und Streich. Das kann dauern. Mit dem Flugzeug. Per Dodo-Code. Würdest du den Dodo-Code dann bitte für mich eingeben? Also was ist drunter eigentlich, Jakob? Ich gehe noch kurz ein. Ich schaue mal kurz auf Pause, in Moment, ich schaue mal kurz um. So. Wir haben einen Flug nach Nooktopia starker. Möchtest du dorthin? Hau raus. Ist der Code jetzt dauerhaft? Der geht nur einmal, oder? Oder ist der dann quasi immer wieder gültig? Nee. Muss ich quasi erstellen, wenn ich jemanden empfangen will, oder? Sehe ich richtig. So, dann kann es losgehen. Viel Glück. Bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Dodo Airlines. Alter. Avauzi. Oder 27. Wenn ich offen habe, dann geht der ganze Zeit. Wenn ich neu auf, bekomme ich einen. Ah, okay, wenn du quasi neu aufmachst, okay. Vielleicht sehen wir dann die zweite Bewohnerin, wenn ich heimkomme wieder. Vielleicht geht dann die. Kommuniziere per Chat. Drücke R, um allen Mitspielern eine Nachricht zu schreiben. Askatanische Nachrichten kannst du auf den Nook von in der App Chatlog nachlesen. Okay, lesen. Ah, da sind sie schon.
Hi. Ich glaube, im richtigen Chat geht's besser, oder? Also, wohin wollt ihr? Umsonst? Ich bin gerade zu blöd zum Tippen. Ich bin echt zu blöd zum Tippen. Was soll ich nehmen? Waschbärenfigur. Umzugskistenset. Und Mai kriegt er wieder Hands out der Martin. Stahlträger. Soll ich die alle drei nehmen? Oder? Sarah? Okay. Ähm. Legt ihr auf was im Moment? Mei, müsste gar nicht. Umzugskistenset. Ich weiß, ihr hört mich. Aber das ist der Freude. Dankeschön. Gibt's Emotes oder sowas? Glaube ich. Oh Gott, voll die goldene. Wie geht's? Wie kann man sich hinsetzen? Ich weiß das nicht. Ich glaube, ich kann das noch gar nicht, oder? Chatlog. Du warst beim gemeinsamen Spiel abgelehnt, hast du das passt? Achso, okay, nicht zurück. Ach, ich kann mir wirklich nachschauen, was man geschrieben hat. Ah, okay. Schließen. Soll ich das nehmen? Leute habe ich ja. Streifentauchanzug. Oh. Was Leute habe ich ja. Oh Gott. Okay. Also bekommst du mehr Sternis halt. Das ist das andere Schleuder. Das ist die gleiche, würde ich sagen, oder? Ach so, ich sehe es gerade, den rot gestreiften, den schwarz gestreiften. Ach, sau cool. Ja, führ mich mal rum, Sarah. Zeig mal deine Insel. Voll das Blumenfeld hier, ne? Ich kann hier nichts kaputt machen, wenn ich irgendwie durchrenne, oder? Nicht, dass ich versehentlich irgendwo drüber renne. Ich hoffe doch nicht.
kleiner Teich. Rikoff, ahoi. Hab vorhin Blumen bekommen. Gut, gut, gut. Und dir? Hoffe doch auch. War schön eingerichtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Sau cool. Ich mache mal kurz ein Foto. Warte jetzt mal. Voll wegpennt. Moment. Kommt mal her, alle zwei. Ariel, komm noch her. Host 013, danke dir. 00312, Entschuldigung. Moment, wie ging das schnell wieder? Ich weiß schon wieder nicht mehr. Ach Gott. Nee, das war nicht das. Ich bin gerade so blöd. Ich kann mir irgendwie vorstellen, du machst voll den Babakuchen. Babakuchen? Was ist ein Babakuchen? Ach Gott. Moment mal. Fotografieren. So mega lecker. Und Kuchen, also tatsächlich backen mag ich gern. Voll das Grinsen. Ah, sau cool. Also es gibt anscheinend Emotes, ich habe bloß noch keine. Ja, okay. Dankeschön. Also ich bin gerade auf der Insel von Sarah, von ihr unten quasi mit dem blauen Kleid. Und die Ariel hier quasi ist auch mit dabei. Was ist denn das hier? Oh, voll geiler Friedhof. Geschaltetes Grab. Oh, der ist ja nice. Kannst du schauen, welche? Ich kann doch nichts versehentlich aufheben, oder? Ich habe irgendwie Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Bewohnersdorf-Karte? Ach stimmt, ich sehe quasi deine Karte auch. Karte? Chelsea? Etoile? Kabuki. Ah, Kabuki ist cool. Der Hans. Die Feline. Stella. Ach, da hast du da oben angesiedelt. Okay, das ist auch cool. 2, 4, 6, 8, 10 Bewohner kann man haben. Der Felix. Die Doris. Das Bienchen. Die Sarah wohnt da oben. Und der Coco. Mein Gott, was ist ein Coco für den Bewohner? Voller Keks, ne? Hi. Oh. Das ist ja cool. Darf ich Insekten fangen? Fragt die Ariel. Was mit ihm da reden? Hallo. Oh, ein neues Gesicht. Mein Name ist Feline. Du bist wohl von einer anderen Insel zu Besuch gekommen. Ja. Verstehe, Imiz heißt du also. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Auf Nuktukia hast du jetzt zumindest eine Freundin. Gratz. Ach, die ist cool. Und Pfirsiche. Am Stand habe ich auch. Am Stand.
manchmal. Zeig ruhig her. Für uns rum. Ich mach mal hier. Oh mein Gott. Also es sind 2, 3 Blumen, ja. Kann man sagen. Voll cool eingerichtet auf jeden Fall. Ach, Äpfel, okay, nice. Kokosnüsse. Die Socke, die herumliegt. Ach, ein Waschding ist ja cool. Ein Waschplatz quasi. Ich muss nochmal fragen. Wenn ich da irgendwas aktiviere, ich sammle das nicht irgendwie versehentlich ein, oder? Aber man kann schwimmen. Ah, ich kann nicht schwimmen. Doch, kann man. Uiuiui. Ist ja cool. Voll haben wir es saufen, alle. Ach Gott. Doch mit dem Taucheranzug und beim Blubberblasen dann Y aufheben. Okay. War quasi. Ach, Seeigel. Meister der Überraschungsakupunktur. Ach Gott. Ah, ist das lustig. Die Modes brauchen wir halt auf jeden Fall so nach und nach. Voll geil. Das schaut cool aus, ja. Es ist halt ewig chillig, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich massiv. Hier haben wir die Bewohner. Toll. Sind Sie daheim? Komm gleich wieder. Voll süß. Die Bastel, komm rein. Ja, Kirschen drauf, ne? Oh, dich habe ich ja noch nie gesehen. Das heißt wohl, du kommst von einer anderen Insel. Jo.
Verstehe, Emit heißt du, also freue mich. Mein Name ist Chelsea. Schön Leben von außerhalb kennenzulernen. Denk Pink. Was machst du? Was machst du da? Ich habe mir spontan vorgenommen, eine Baumstammbank zu fabrizieren. Eventuell habe ich den Aufwand etwas unterschätzt. Basteln macht aber unglaublichen Spaß. Möchtest du wissen, wie man eine Baumstammbank anfertigt? Ja, gerne. Ich habe alles in dieser Anleitung notiert. Damit sollte es dir leicht fallen. Oh, geil, okay. Nice. Wenn du das... Der Fisch im Hintergrund macht mich fertig. Alles rosa und pink und dann der Fisch in der Mitte. Viel so ein Schleiferl auf dem Fisch drauf. Wenn du das Zeit hast und die Bitte immer dran hast, probier es einfach mal aus. Denk Pink. Dankeschön. Was habe ich ihr gegeben? Ah, okay. War das ein Standardhaus da? Die schauen gebaut aus, oder? Ich schau mal mit dir. Okay, mit Mond, cool. Wer ist da drin? Standard, ah, okay. Ich kann leider nicht tanzen, ich habe kein Emote dafür. Das kann man sogar umstellen, okay. Aber wie kommst du auf den Kuchen, Rickoff? Würde mich jetzt noch interessieren. Und danke für die Follow übrigens, ich habe gar nicht gesehen. Entschuldigung. Danke nochmal. Aber ja. Kommt auch noch. Irgendwann mal, dauert aber noch. Aber backen will ich schon noch. Ich schau mal kurz da rein. Ich bin unterwegs auf der Suche nach Abenteuern oder Büchern. Die Feline war das, die war die Katze. Japanische Laterne, auch cool. Ach, mit Brücken sogar hier. Das ist cool. Kann man sich die Häuser aussuchen, wie die gebaut werden? Da wohnt bestimmt der Kabuki. Ne? Oh mein Gott. Doch nicht. Was bist denn du? Wir kennen uns noch nicht. Ich heiße Coco. Ich bin eine hohle Puppe. Und du bist also der Emit. Was für ein schöner Name. Ich hoffe, du kommst mich jetzt immer besuchen, wenn du auf Nooktopia bist. Logisch. Ist etwas Hopsa? Lass uns quatschen. Ich konnte nicht leben ohne diese simple Wäscheleine. Nein, Scherz. So wichtig ist sie mir nicht. Nein, jeder Bewohner hat sein eigenes Haus. Ah, okay. Aber solche Dinge braucht jede Wohnung, sonst wäre sie nicht wohnlich. Hopsa. Tschüss. Was? Die Axtmörderin ist unterwegs. Hilfe! Hier kann man sich nicht drauflegen, oder?
Nein, gefangen, ich komme nie wieder heim. Ah, also geht doch. Ich bin bloß zu dumm. Ah, jetzt geht's, okay. Super. Moment mal. Leg dich hier. Ach Gott. Ich komme nicht runter. Ich komme nicht runter. Oh, jetzt. Oh Gott, mein Kopfhörer. Voll wegpennt. Ach Gott, ist das chillig. Ich lieb's ohne Scheiß. Ah Gott. Aber schaut cool aus, muss ich ehrlich sagen. Voll gerissen. Garnzwerg ist auch da. Der Baum ist auch cool, die, ich weiß den Namen nicht mehr. Die hängen sich auf, am 7.7. glaube ich, werden die aufgehängt. Ach, hier sind Geldbäume. Oh mein Gott, ich sehe es gerade. Klimaanlage. Das sind die man quasi einpflanzen kann in dem goldenen Boden, wo du vorher meintest, oder? Das war das, oder? Ja, Reihe voll. Ah, okay. Wäscheleine. Ach Gott, ich sehe es gerade. Das ist wirklich eine ganze Reihe voll. 1, 2, 3, 4, 5. Ich schau mal kurz hinter. Ich mach nichts. Ach, da kann man gar nicht hinter. Okay, schade. E10K. Okay, wow. Aber ich kann hier nicht hinterschauen, oder? Also ich kann hier quasi nicht durch. Geht leider nicht, gell? Schade. Ach, hier muss man runter. Ich habe keine Leiter. Mit Leiter, alles klar. Okay, okay, okay. Das ist dann nämlich anders, weißt du? Ah, Brücken gibt es ja auch, okay. Da ist auch einer. Oh, wer bist denn du? Hallo. Hallo. Jo, wen haben wir denn da? Nicht von hier was? Der Lomois. Bei dir alles frisch vom Fisch so weit, womit wir schon direkt beim Thema wären. Nachfällt dir so langsam wie die Fischschuppen von den Augen. Lomois, der netzbekannte Anglerguru. Sucht die Insel heim. Ach, der ist gar, also das ist gar kein Bewohner. Juck, juck, juck. Keine Sorge, du musst nicht vor Ehrfurcht erstarren. Ich sehe dich ja. Nein, du sollst dich freuen. Denn wenn du mir deinen Fang des Tages überlässt, lasse ich es für dich Sternis regnen. Falls du wissen willst, wo ich zwischen hüpfen, frage am besten die Einheimischen.
komme hier vorbei. Ah. Geht sogar. Wie geht es eigentlich mit dem Hinsetzen? Ich kann mich nicht hinsetzen, ich habe vergessen, wie das geht. Oh, ist bei Family Guy, glaube ich, oder? Ist das der da? Ist bei mir noch leer. Wenn ich drauf drücke, passiert aktuell noch nichts. Leider. Das sind die Modes, okay, ne, die habe ich noch nicht. Aber sau cool hergerichtet, überall Blumen da an allen Seiten. Echt nice. Ja! Hörnchen! Oder Glückskekse. Glückskeks! Oh Gott. Di, di, di. Whee. Ach, wie Kaffee. Picknickdecke oder wie? Ach, sau cool. So. Hui. Kaffee sogar. Nice. Echt cool gemacht. Hast du mit Ofen zu warm machen? Ja, das hat wahrscheinlich ein Windrad ist auch dabei. Ach, hier ist der Platz. Was heißt 13, 13? Hier magst du quasi noch was bauen. Ach, da ist auch noch was, oh mein Gott. Zweites Haus. Kann man mehr Häuser bauen? Anscheinend. Oh, cool. Ach, hier hast du die Blumen. Orange, rote, grüne, gelbe, lilane, blau, weiß, Äpfelbäume, Hirschkäfer, Vogeltränken. Man merkt auf jeden Fall, dass da einiges an Arbeit drin hängt. Ja, ja, merkt man, definitiv. Wo habe ich übrigens meine Kleidung? Ich habe vorhin einen Taucheranzug angezogen. Ich habe die, glaube ich, gar nicht mehr dabei. Ich kann einen Seeigel anziehen, wenn ich mag. Geklaut, alles bei Pinterest. Ah, okay. Schaut trotzdem cool aus. Vielleicht klaus ich bei dir schon her. Ganz unten. Ach nice, mit Wasserfall. Das war jetzt ganz oben. Ach, das ist dein Haus? Wohnt hier die Tante von The Ring? Okay.
Danke dir. Gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die Couchen cool. Ich finde. Ah, hier kann ich drehen. Ah, cool, okay. Ah, Switch Lite. Die gute hat das Switch und das Switch Lite. Mhm. Noble geht die Welt zugrunde. Globus, nice. Vogel. Werkbank. Ist das größte Haus, denke ich mal, oder? Ach, voll geiler Bau. Ja, mein Gott. Ja, richtig cool. Das ist auch ein Bau nach meinem Geschmack. Kann man alles so machen. Ah, okay. Sehr japanisch angehaucht. Gefällt mir ganz gut. Bei Spielern. Gott, die Uhr. Ah, Maus juckt. Ist der alleine noch da? Moment, ich muss kurz. Entschuldigung. Ah, ich komme Gott sei Dank immer rechtzeitig auf den Mute-Knopf drauf. Ach, hier ist die Bastelwerkstatt quasi. Nähzimmer, Musikzimmer. Ach, und hier ist das Ding wie sagt man es, die Medaille für das Haus. 3 Sterne anscheinend. Voll schön gemacht auf jeden Fall. Aber ja, da hat man zwar schon ein bisschen mehr Platz bei der Größe. Definitiv. Ich habe aktuell nur so eine kleine Schuhkarte und oh mein Gott, voll die geile Küche. Ist aber unten. Sau cool. Okay. Was gar. Dann schau ich mal unten. So glaube ich, genau. Da irgendwo Treppe gesehen. Okay. Ach, das ist die Trophäe. Ach, ich dachte Ach, da hängt auch noch was. Alles klar, ich dachte, das hast du gemeint gehabt. Okay, okay, okay. Bücherregal ist sau nice. Also die sechste, okay. Skelett ist ja cool. Das ist also ein Typ, der wo in jedem japanischen Gastenzimmer drin steht. Der Ding da, der komische Anatomiemann, sag ich jetzt mal. Skorpion. Ja, ist schon cool. Ach, da sind auch die ganzen Preise um drauf. Oh mein Gott. Schnell das zweite Kapitel zugemacht. Ja, voll cool. Gefällt mir. Und ganz oben geht's auch noch hoch, oder? Ne, viertes. Achso.
hier auch mit Tatami. Oh, die Ding. Mit Switch, wie heißt Switch Fit oder? So sieht er, also im ganz übertriebenen Stil, sage ich jetzt mal, so sieht der Ryokan aus in Japan, genau. Tatami-Matten, die Strommatten, die Sitze hast du auch, die quasi am Boden sind. Und das, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding heißt, der, mit Zeichenbrett sogar, cool, mit Manga-Zeichenbrett. Katsu, der Tisch hat einen Namen nicht, mir fällt der gerade rein. Das ist quasi einfach, Heiztisch ist es ja, aber der heißt irgendwie anders, hat einen bestimmten Namen. Genau, innen drin quasi hier im Spiel, also im Spiel heißt der Heiztisch. Ich habe das Ding schon mal in live gesehen quasi. Das ist wirklich nur ein Tisch, das quasi unten drin ist, so ungefähr so groß, sage ich jetzt mal, ein Elektroofen einbaut. Und dann kommt eine Decke drüber komplett. Und über die Decke quasi die obere Platte, die braune Platte wird einfach an oben drauf gelegt dann quasi. Mega gemütlich das Ding. Oft ist sogar drunter noch eine große Heizdecke, wo der Tisch draufsteht, dass du quasi auch auf einer Heizdecke sitzt. Bei einer Freundin, wo wir quasi waren, bei den Eltern, da haben wir quasi, die haben keine solche Stühle nicht gehabt, die sind wirklich quasi direkt am Boden da gesessen. Halt auf einer Heizdecke, unter dem, jetzt hat es gerade. Moment, wie heißt der? Kotatsu. Kotatsu, genau. Kotatsu hieß er. Genau, hier mit Futon. Sau cool, ja, gefällt mir. Auch die Dinge, auch die Papierwände. Ja, genau so schaut's aus. Ein Schrank. Den da. Was da wohl drin ist, ich werfe einfach einen klitzekleinen Blick hinein. Hi, hihi, eines der Outfits, hier heißt Outfit 2. Outfit 2. Ach, cool. Das haben wir 3. Viele Outfits, das merkst du schon. Ach, Healing Manga. Sehe ich gerade, oder? Na, aber gefällt mir wirklich gut. Wirklich cool gemacht. Heizung dahinter. So Ding, also übertrieben, aber so Ding habe ich in Real Life da. Also, sieht nicht ganz so aus, aber ist quasi ähnlich, sag ich jetzt mal. Also wirklich sehr ähnlich. Der Radio ist versteckt, sag ich jetzt mal, und der Plattenspieler ist auch versteckt. Von meiner Oma damals noch, von 1958, glaube ich, das Ding. Und wo ist Ariel? Die ganze Insel leer geräumt. Nee, ist schon da. Insel existiert noch. Und hier wohnt die von The Ring, oder? Die Sadako. Wenn man das Video anschaut. Tauchen wegen Sterne verkaufen. Ah, okay, bist du da. Maybe. Ah, okay. Voll nervig, ey. Das
sie stehen auch so. Ja, da. Du weißt, wen ich meine, oder? Viele Fernseher rum. Ach so. Dass die überall rauskommt. Aber brauche ich mehr Lager. Alles steht rum. Echt grausam. Ein bisschen rumzupft, ja. Ach Gott. Ich merke schon, es fehlen noch Emotes bei mir. Konnte aber alles sehen wegen Stream. Ach super, okay, einmal frei. Ach, die Flagge von dir ist da drauf auf der Tasse. Überall voll die Bonzen Goldbäume. Birnen sehe ich gerade. Vergnügen mit Arbeit verbinden ist fast die Freizeit. Mehr Blumen, ja. Ach, voll der Leuchtturm, sau cool. Das für Ding da. Die kann man nicht benutzen, oder? Ah, Termitenbar war das okay. Kann man nicht reinschauen, gell? Nee. Ich weiß gar nicht, ob ich so einen Zugang habe. Gut, ich habe mir den so gar nicht angeschaut. Wir haben ja den Stab noch gar nicht gemacht. Ach, cool. Ach, ist das cool gemacht, ja. Blub, 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 blub. Ach, und hier ist der Laden. Ach, da ist ja. Ahoi. Nooks Employee Parking. Das ist auch cool gemacht. Hey, hey, schreibt sie. Für Lepp und Schlepp. Für Schlepp und nicht, genau. Partner Luca, stimmt. Horror. Muss nochmal machen, okay. Moment. Streifenmännchen, ja. Aber voll. Ich nicht. Dagegen. Ah Gott. Aber passt doch. Alles Badeanzug. Ach Gott.
Das ist den Nook-Meilenanzug. Die kann ich mir noch nicht leisten. Ah, okay. Ach Gott. Voll der Wuffi, ne? Hat ein bisschen was von Yoshi's Crafted World. Der Baum. Gesegnete Armut und so, ja. Von gesegneter Armut kann man hier nicht mehr sprechen. Definitiv nochmal der Kotatsu, oh mein Gott. Von gesegneter Armut kann man hier nicht mehr reden. Nein, definitiv nicht mehr. Noch nicht fertig. Schaut aber cool aus. Aber mir geht's nicht anders. Ariel. Ah, so wie vorhin, alles klar. Es ist ein Fehler bei der Datenübertragung aufgetreten. Deine Verbindung ist möglich instabil. Ich bin, glaube ich, gerade rausgeflogen. Ich weiß noch nicht, ob es an mir liegt. Oder ob es... Kann aber gut sein. Also ich... Oder ich. Bist du nur drauf, Ariel? Ach, bist auch rausgeflogen? Okay. Hat uns Sarah rausgeschmissen wahrscheinlich. Jetzt können wir da hier hinsitzen. Aber ich habe den Anzug noch. Raus mit dem Fuck. Ach, hier. Ja, sind alle raus. Ach, danke dir. Okay. Danke dir. Sollen wir nochmal kommen? Aber jetzt zeige ich mal kurz die Bewohner noch. Das müsste die zweite auch schon wach sein. Nur falls wer sehen will, auch wenn vielleicht derjenige oder diejenige nicht mehr da ist. Aber dann kann man es zumindest im Stream noch anschauen. Sagt, ist ja nichts Besonderes, aber bekommst mehr als mit Insekten. Wenn du magst, gerne. Ich schaue bloß kurz, wo die Tatjana rumrennt. Damit die kurz sieht. Ja, da ist sie. Hätte ich letzte Nacht lieber mal mit meiner coolen Angelpose gefallen, statt um die Häuser zu ziehen. Man sieht es jetzt gerade nicht. Ich kann es glaube ich nicht, gar nicht hertun, glaube ich. Aber das Lied hat die kleine Bär. Der Bär, der in einer Gang wohnt, anscheinend der Gang ist. Komm ich auch nochmal. Also das gleich, okay, na gut. Dann kann ich es da eingeben. Ich wollte nur vorher nicht zeigen, aber wenn du quasi, wenn du jetzt eh schon reinschreibst, ist okay. Ich möchte jemanden besuchen.
Ah Gott. Roger, heraus. Schau was da hinten. Per Dodo-Code. Mama. Jo. Dauert immer so lange, ne? Abflug. So, dann kann es losgehen. Viel Glück. Ich tauche und schaue so zu. Okay. Aber gibt es bei Sarah so viel bessere Sachen am Platz? Ich muss das runter, dann bin ich endlich durch. Yeah. Mit den Schulden abzahlen? Oder mit was? Nee, aber ich kann es da direkt verkaufen, mein Laden ist zu. Ah, okay. Da sitzt sie. Mit einem neuen Hut. Hat sie sich schick gemacht für uns. Ahoi. Ich ziehe mich mal kurz um. Wenn du magst, ja. Gerne. Jemand kommt zu Besuch. Wer das wohl ist? It's me. Weiß nicht. Airline. Passagier, allererste Siedler in Scarlet. Abflugort Nimmerland. Wer ist Scarlet? Ah, das bist du. Ach, okay. Hallo Scarlett. Wirklich ein cooler Name, das stimmt ja. Hört man wohl nicht allzu oft, das stimmt allerdings. Ich bin der Martin. Hello, genau, mit W ist wichtig. Na, glaube ich ja. Also, finde ich ja cool. Also wirklich, ernsthaft. Meine ich ja. Genauso wie ich sag. Ahoi. Und mit Bühne sogar. Dann zeig mal deine Outfits. Das ist der Campingplatz. Western. Sau cool. Ach, nice.
Eine Braut. Feier. Ah, für Matsuri. So meins. Sommer 2, okay. Sommer 3. Regen gibt's auch, okay, nice. Das war Outfit 2. Mit den Flügeln, cool. Was war das jetzt? Mit Hut, mit Hexenhut. Hexe. Ende. Ah, okay. Aber schön. Voll cool. Western war auch sehr cool. Äh. Hier quasi kommen die. Oder hier kann quasi herkommen andere Bewohner, eventuell. Ach, voll nice. Voll der coole Katzenhut. Haben die schon offen? Ich brauche einen Katzenhut. Ah, hi. Hi, grüß dich, willkommen in unserer Schneiderei. Wir verkaufen maßgeschneiderte Mode. Was? Ich hab's gerade aus Feiere, ich hab's gerade nicht gelesen. Aber ich kann nachschauen, Moment. Umkleide. Feiere ruhig mein Projekt. Das war der, das hast du gemacht quasi, das Katzending, oder wie? Das von dir? Korrigiert er das immer mit dem Stern drin? Dieses Design tauscht Terminals nur für registrierte Bewohner von Nooktopia vorgesehen. Ah, okay. Hier rein. Hallo. Das ist unser Umkleideraum. Da kannst du Sachen anprobieren und sogar kaufen, was dir gefällt. Du kannst dort auch mehrere Stücke miteinander kombinieren und den neuen Look. Der Umkleideraum steht jederzeit zur Verfügung. Meine 2 Sachen. Oh mein Gott. Nebrinanzug. Ah, ich wollte eigentlich gar nicht rausgehen. Gerne mal anschauen. Ah, das sind die 2 Sachen, die du gemacht hast, quasi. Die da. Das da. Die untere bitte. Colorblock Sweater. Also was hast du vor? Ja, die in der Mitte unten. Ah, okay.
Genau, okay. Moment, die quatscht mich gerade voll. Die schlabbert mich voll. Das da auch. Die untere bitte. UA Spots Uniform. Okay, nehmen wir mit. Jo. Und der hat Langeweile. Gut, finde ich aber cool. Schau mal kurz in den Umkleideraum. Gott. Oh mein Gott. Sexy, aber voll in Ecke. Oh genau, umso besser. Gummistiefel dazu, perfekt, so schaut super aus. Oder kleiner goldene Neoprenanzug dazu. Voll das Oma-Gewand. Gymnastik-Shirt. Leider ist mein Lager ganz voll. Okay. Die Jacke ist aber ganz cool. Man kann das doch erweitern. Und ich muss mal kurz. Das Gesicht, ne? Der Hut macht mich fertig. Auch komplett. Ich wollte mir eigentlich wirklich die Jacke kaufen. Ich hab's versaut. Ich hab's versaut, Moment. Aber jetzt.
Aber sau cool, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir. Ende der Führung. Dankeschön. Voll gern. Es gibt keine Dorfkneipe. Die Scarlett will zum Saufen gehen. Ich merk's gerade. Ich habe leider keine Emotes, tut mir leid. Muss ich bis zum nächsten Mal schauen. Definitiv ja. Was war das jetzt gerade? Hast du doch? Ach, die Ding, du meinst die, was ist das da oben eigentlich? Ach, Nooks Laden ist es. Ich schau mal kurz in den Laden da rein, Sarah. Ich bin gleich wieder da. Ob es da noch was Cooles gibt. Fühl ich. Komplett. Ich glaube ich. Warte ich noch. Voll davor gesessen. Alles klar, passt. Na gut. Dann glaube ich, will ich die gar nicht länger aufhalten. Ach, ein Wasserläufer. Klar. Ach Gott. Hui. SD Grobeck, danke dir, vielen lieben Dank. Okay, dann, ich würde sagen, verabschiede ich mich, oder? Ich weiß nicht, ob Scarlett das Areal schon fertig ist auch. Ahoi, servus. Schönen Abend. Dir auch. Dann vielleicht beim nächsten Mal bei mir, würde ich sagen, oder? Ich habe genau die Fahne noch gar nicht gezeigt. Dieses Ding, das ist die Stadtfahne. Hm? Soll ich mitschauen? Nee. Darf ich zu dir kommen und dir ein kleines Geschenk machen? Mache ich gerne Animal Crossing Stream und kleine Geschenke. Ich habe noch gar nichts. Ich bin jetzt gerade bei der Sarah quasi hier rum. Gerne irgendwann. Ich habe jetzt bloß quasi, wie gesagt, vorher habe ich den, hallo? Hi. Kann's gehen. Ah, okay, passt. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao. Ich bin, wie gesagt, jetzt gerade mal, wir haben die Uhrzeit vorgestellt.
heute. Wie kann ich gehen? Ich will gerne heim. Ah, ich will nach Hause. Perfekt. Aber können wir gerne mal machen. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier auch bei der Sarah und auf der Insel und habe mit der Ariel quasi, mit der Scarlett, sind wir quasi herumgerannt. Bin nur quasi... Moin, Meister. Erstmal so weit, dass wir quasi den Eugen auf die Insel geholt haben und haben quasi, jetzt habe ich meinen Bauplan für den Stock gekriegt. Ich muss jetzt ein bisschen rumgruschen noch. Dann können wir gerne mal schauen. Ich muss die ganzen Viecher noch abgehen, lauter so Zeug. Die ganzen, wie heißt es? Ja, die einfach die Tiere. Ich sage ja, es ist noch nicht so viel passiert hier. Das ist gerade die Insel. Aber jetzt sehen wir die Bewohner mal endlich. Könnt gerne jederzeit, was könnt gerne TZ. Könnt gerne jederzeit zu mir kommen und macht gerne Führungen. Ah, okay. Yay. Den Hut wieder aufsetzen. Jetzt auch noch beleidigt ist der Affe. Genau, der Ludwig. Sieht man die Tati mal. Wo ist sie denn? Oh mein Gott. Ich werde es demnächst aufhören, würde ich sagen. Ich werde auch schon ewig wach. Wo ist denn die Tati? Tatjana, wo bist du? Da ist sie. Eine Tafel braut wie ich muss ab und zu mal ein Päuschen erlegen, ist keine Sache. Lohnt sich sehr. Sehr schöne Insel und dafür, dass du jung bist, bist du wirklich kreativ, kannst stolz sein. Schaut da wirklich super aus, ja. Wirklich. Also finde ich ja. Aber wobei, ich muss sagen, hat das mit dem Alter eigentlich, muss sagen, wie gesagt, nicht viel zu tun. Weil Kreativität hat man, glaube ich, oder hat man nicht. Und die hast du definitiv, ja, finde ich. Also auch sehr, sehr schön von meiner Seite. Komme ich sehr wahrscheinlich nicht dran. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich versuch's. Ich bin 30 und habe so viel Kreativität wie ein Bauklotz. Ach, die Waschbärfigur haben wir von dir gekriegt, von der Sarah, genau. Doch klar, einfach alles bei Pinterest wie ich. Stimmt, die Waschbärenfigur haben wir von dir gekriegt, gell? Und den Stahlträger habe ich von dir gekriegt und die Umzugskisten habe ich von dir gekriegt. Google meine Vorstellung und Realität. Google mal mein. Was Google mal meine Vorstellung und Realität. Was? Ach so, Expectation meets Reality meinst du? Das meinst du? Zum Beispiel backen. Na gut, okay. Achso, die Ariel. Gibt sogar Ariel. Trottenpfannen, Vorlage trifft Realität. Das ist für mich 1:1. Ich weiß gar nicht, kann ich
Ich muss mal kurz schauen. Also ich habe schon Kuchen gemacht und Torten. Habe alles in einem Ordner, sind so circa 100 Sachen, also für jeden was dabei. Ah, okay. Ich schau mal kurz, ob ich was... Ah, ich habe auf dem Ding, auf dem Discord habe ich eine Torte drauf. Bei mir. Warte mal, unter... Wo ist es denn? Unter Nom Nom Nom. Also was auf meinem Discord ist, gibt es einen Textkanal, so glaube ich heißt, genau, der heißt Nom Nom Nom. Da habe ich ein Bild von einer Tauftorte reingemacht, die ich gemacht habe. Unter anderem. Wenn ihr sehen wollt, unter anderem. Also ich mag schon backen, so ist es nicht. Ah, da ist die Wackelschaufel, ich hab's gesehen. Eine Wackelschaufel, nicht genug. Aber wir brauchen Hartholz. Nimmt er das automatisch aus dem Inventar, wenn wir die drin haben? Schau ich hier Preis. Ich Sternzeichen? Oder die Sarah? Also ich bin Schütze. Beide von mir aus. So ist es. Du bist Fisch. Ja gut, Ariel muss das sein. Ah, blub. Ach Gott. Wir haben einen Sprungstab. Yeah. Die Freundin ist Schütze. Ah, okay. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich weiß von den meisten Freunden von mir die Sternzeichen nicht. Ich weiß zwar die Geburtsdaten, aber die Sternzeichen könnte ich großteils gar nicht sagen. Das heißt, juhu, mehr Unkraut rupfen. Weil ich Schütze bin, muss ich mehr Unkraut rupfen. Ach so, weil ich drüber komme. Ich von jedem inklusive Familie. Okay, krass. Hui. Ah, okay. Ah, hier kann man jetzt buddeln. Ein Fossil. Noobmeilen erstmal bei der App. Ah, okay, schauen wir gleich. Das waren die, der Chatverlauf. Bastleranleitung haben wir auch neu, genau, stimmt, ja. Musst du nicht das Unkraut ausgraben, kannst du dann auch gewaltsam rausziehen. Das war ein Versehen, ich wollte auf die, auf das Kreuz hin. Tiefseetaucher. Ah, okay, Meeresfrüchtchen. Alles klar. Fossilienfund. Genau, vom Fossil. Das wollte ich haben. Main Island, dein Island.
Bedenke doch auch deine Nachbarinseln ab und zu mit einem Besuch. Je öfter du fliegst, desto mehr Noob-Meilen verdienst du. Wer kann da widerstehen? Hm? Jetzt sind wir schon zweimal geflogen, gar zweimal auf die... Ungrad ein bisschen, Ungrad glaube ich, hebe ich mir auf. Keine Ahnung, so 10 oder irgendein Stack so mit 30 rum. Einfach ein bisschen was haben, wenn wir irgendwas machen müssen. Medizin oder irgendein Rezept oder irgendwie sowas. Ah, hier sind Plumpen. Plumpken. Ungrad zupfen, lalala. Geh mal pennen, muss morgen früh um 8 wach sein, umgezogen. Oh mein Gott, ja gut. Dann. Es ist 10 vor 1. Alles klar. Gute Nacht, Sarah. Danke dir. Vielen Dank für die Führung. Danke dir. Nochmal. Ich werde aber so ein Au aufhören, muss ehrlich sagen. Muss man auch raus. Gute Nacht. Danke dir nochmal. Gute Nacht. Wir werden morgen Nachmittag wahrscheinlich eventuell wieder online sein dann. Also von dem her. Ich hoffe, ich komme dazu. Ein paar Orangen. Gott, das ist ja einiges noch. Ah, okay. Ich sage, ich muss schauen. Das ist vielleicht auch später, ich weiß noch nicht genau. Wenn nicht, schaue ich zum. Aber die Insel ist cool, finde ich. Gefällt mir. Hier geht's auch noch rüber, sehe ich gerade. Alles mitnehmen, was es gibt. Liegt da richtig viel eigentlich. Wow. Das ist cool da. Ja, wird live, wenn Kassel. Ein Fossil. Noch eins. Stackt er die Dinge eigentlich? Die. Er macht das. Die Muscheln und das Zeug stackt er, alles klar. Aber die Fossile nicht.
Eine Flaschenpost. Nehmen wir auch gerne. Wer bist du? Gulliver. Schmatz, Schmatz, Schmatz. Kölner, im Wasser fehlt noch Salz. Die Wellen sind. Ah, wo ist die Tüte? Black. Ist die Pizza mit Hering endlich da? Ich habe schon online gezahlt, also. Was? Keine Pizza? Wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Ah, Moment, das letzte weiß ich. Ich bin niemand anderes als Gulliver, reisende Seemöwe der 7 Weltmeere. Hast du mich gerade die ganze Zeit angestupst? Jo. Danke für den Weckruf, sonst hätten die leckeren Halluzinationen wohl nie aufgehört. Kannst du diesen wasserdurchspülten Vogel noch einmal vergeben? Dein stures Starren deute ich mal als Ja. Uff. Offenbar bin ich wieder mal eingenickt und über die Reling gefallen. Das ist so eine putzige Angewohnheit von mir. Passiert ständig. Oh Gott. Die anderen Seeleute lachen sich immer in den Mast, wenn ich mal wieder über Bord gehe. Keine Sorge, die Jungs sind im Windeseile hier und holen mich ab. Ein Ass im Flügel, weißt du. Ich rufe einfach schnell um Hilfe, indem ich meinen treuen praktischen... Was? Nein. Gute Güte. Ein treuer praktischer Fernsprecher ist kaputt. Das ist weder treu noch praktisch. Mickrige Makrelen, das Ding ist völlig abgetakelt. Es fehlen einige Fernsprecherteile. Ich muss also warten, bis mich meine Mannschaft von selbst findet. Das wird dauern. Meine Seemannsmetaphern reichen nur noch für wenige Stunden. Du hilfst mir, meine Fernsprecherteile zu finden. Schwer zu suchen, ja. So einen lieben Empfang hatte ich zuletzt, als ich an Kuschikulanien angespielt wurde. Die Fernsprecherteile müssen irgendwo im Sand verborgen sein. Ich brauche nur noch 5 Teile. Wenn du sie findest, packe ich sie wieder hier rein. Zumindest versuche ich es. Meine Mannschaft sucht mich sicher, deshalb bleibe ich lieber hier und halte nach einem Schiff Ausschau. Ja, Teile überlasse ich dir, das glaube ich an dich. Oh ja, ich habe ja auch keine andere Wahl. Schaufel! Ich denke, man sieht die, oder? Ach stimmt, die spritzen oft einmal so kleine Viecher hoch, oder? Ah, da. Eine Teppichmuschel. Ich brauche das Platz, ne? Ich verkaufe mal kurz Zeug. Ich würde sagen, die Teile sammeln wir morgen. Gibt's was? Hi. Also falls du mal Zeit hast und so, nur so ein kleiner Vorschlag von mir, nicht schlimm, wenn es jetzt nicht so gelegen kommt, wenn du magst. Es geht doch schnell. Ja gut, okay, dann schauen wir schnell. Das Südliche machst du ja auch ganz kurz, okay? Ich wollte mal fragen, hättest du Lust an einem tollen Bauprojekt mitzumachen, einem Laden? Je mehr hier auf der Insel los ist, desto mehr interessierte Kunden, ist ja klar. Ich würde auch gerne ein viel größeres Sortiment anbieten, was hier ja aus Platzgründen nicht geht. Also Rosa-Häuptling weiß ja auch schon Bescheid und expandieren will er ja sowieso immer, du weißt ja. Es gäbe da nur ein kleines Problem. Unser Inselchen ist zwar super schön, aber nicht gerade ein Baumarkt. Wo wir ja schon so viele Behausungen bauen müssen, für einen Laden bleibt da nicht viel. Aber weißt du was, ich habe eine Idee. Du könntest doch einfach hier in der Natur Baustoffe sammeln. Von Bäumen, Steinen, Zeug, aus dem eine geschickte Bastler ein hübsches Geschäft errichten kann. Das ist sogar umweltverträglich. Wir haben ja uns ja selbst erkundigt und so. Die Insel leidet nicht. Aber zurück zum Thema. Würdest du vielleicht Baumaterial für unseren Ladenprojekt besorgen? Wir uns auch erkenntlich dafür zeigen, versteht sich ja von selbst. Eine Pfote wäscht die andere. Okay. So, ich weiß, es ist ziemlich viel auf einmal, aber folgende Sachen brauchen wir zu unserem Glück. Holz, Hartholz und Weichholz jeweils, naja, 30 Stück pro Sorte und dazu 30 Stück Eisenerz, oh mein Gott. Ist ja auch egal, woher die Sachen kommen, sie können von hier sein oder von einer ganz anderen Insel. Und keine Eile, ja, ich habe noch keinen Baum weglaufen sehen.
Sobald du von einem Material die volle Garnitur hast, dann komm hierher und sag mir Bescheid. Ich will was verkaufen. Ein Haufen Scheiß. Das. Das. Okay. Heute Nachtschicht, ja. Aber nicht mehr lang. Also ein bisschen. Also eine Viertelstunde. Irgendwie so. Mal schauen. Sucht jetzt mein Inventar noch aus, dann suchen wir die Fernsprecherteile noch. Dann schauen wir mal. Wir waren gerade bei Sarah auf der Insel ziemlich lang, tatsächlich. Der hat uns die ganze Insel zeigt. Mega nice. So, du. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Taucheranzug haben wir geschenkt gekriegt. Vielen Dank. Und das Schleuder haben wir geschenkt gekriegt. Auch danke. Übrigens, Maite, weil du gerade da bist, ich habe übrigens heute ein bisschen reingeschaut in das Video, das du geschickt hast. Von Descent. Also ich habe mir das noch nicht ganz angeschaut. Aber schaut sich sehr interessant an, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich neulich auf der Bank in der Sonne saß, kam mir doch glatt eine gute Idee für eine Bastelanleitung. Die musste ich mit wem teilen, also habe ich sie in eine Flasche gesteckt. Einfach mal ausprobieren. Hutti Gottfried. Ein Regenschirmständer, okay. Jetzt müssen wir noch. Die Frage, wie sehen wir die Fernmelderteile? Ich treffe halt nichts, ne? Das Zielen des Spiels ist gar nicht so leicht, tatsächlich. Okay, cool. Auf dem Spielprinzip gibt es viele typische Dungeon-Crawler halt. Gloomhaven treibt das Genre dann auf die Spitze. Ah, okay. Also ich habe nur ein bisschen reingeschaut. Also ich habe jetzt eine grobe Richtung, wie das Zeug, glaube ich, funktioniert. Aber ich finde, das Spielbrett ist ganz cool. Ich muss nur schauen, ob man die Kamera dann, ob die reicht. Aber die können wir noch verstellen, wenn es wirklich ist. Ah, hier übrigens, genau. Weil du gerade wieder da bist. Hier ist der zweite Bewohner. Der mich nicht anschaut. Vielleicht so. Gammel noch ein bisschen rum. Vor dir anschauen kann man es ja nicht. Finde ich auch cool. Also mit den Bewohnern bin ich wirklich zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, die zweite, die ich habe. Sind die Fernmetallteile hier irgendwo versteckt? Also ich musste irgendwie ausgraben mit so einem Ding, mit so einer, wo so eine Muschel rumspritzt, oder?
Am Strand sind die Dinger. Ich bin am Strand. Die da, wo die Muscheln rausspritzen, ne? Die ich nicht erwische. Alles klar, genau. Bleiben wir also da. Oh mein Gott, das ist eigentlich gar nicht so leicht, ne? Yeah! Gedenk. Was kriegen wir denn? Ein Schutzstulpenschütze. Die steht uns wirklich. Aber ich beschwere mich nicht. Es war umsonst, also beschwere ich mich nicht. Wir kriegen immer wieder so Bastel. Ah, alles klar. Weiblichen Bewohner. Der hat doch ganz gut ausgeschaut an uns, oder? Hui. Ich nix treffe mit dem Ding. Wieder eine Teppichmuschel. Ach, das, jetzt sieht man sie mal. Da oben rennt sie rum. Und ich gehe nochmal hin zu ihr. Jetzt, da ist sie. Warum läufst du andauernd zu mir? Gänseblümchen rückt mit der Sprache raus. Ärgert dich irgendwer? Erzähl mir was. Ach, Gänseblümchen, ich habe gehört, die Waschbären haben dich für die Ladenöffnung eingespannt. Richtig gehört. Aus 3 Indizien könnte ich mehr Leute wie dich vertragen. Aber wenn die dich schon einspannen, den Laden zu öffnen, kannst du das hier sicher gut gebrauchen. Die Anleitung für diese Schafe stammt übrigens aus dem Alltagswerkzeug A bis Z. Die Qualität von den Werkzeugen, die ich bisher draußen nachgebaut habe, ist schon ganz ordentlich. Was dich die Schafe überzeugt, kannst du dir überlegen, dir das Werk selber zuzulegen. Okay, selbst zuzulegen. Okay. Das nicht mit der Schaufel. Achso, du meinst, wenn ich sie quasi gegraben habe, die Löcher. Die Schaufel hält dann quasi nicht so lange, oder? Alles klar. Ich verstehe, was du meinst, ja. Muss ich die... Warte mal. Ah, alles klar. Geht auch so. Okay, danke dir. Du hast einen Fernsprecherteil gefunden, ne? Das ist das zweite.
Hey, wie ich höre, sammelst du kräftig Material, um uns einen Laden zu bauen. Super, Emil. Ich habe beim Joggen was gefunden, das du dafür vielleicht gebrauchen kannst. Hier, nimm. Oh, nice, danke dir. Aus dem Eisennest wollte ich mir eigentlich einen Riesenhandel bauen, aber im Laden ist sogar noch cooler. Sobald er steht, kaufe ich mir dann nämlich ein ganzes Riesenhandel-Set. Da haben wir eins. Noch eins. 2 brauchen wir noch, ne? Jo, noch 2. Der Aim ist irgendwie noch nicht so ganz nah. Geht es hier eigentlich auch? Nur noch einer, genau. Alter, müsst ihr den Cache finden, ne? Hecken, Blumen und Bäume, okay. Wir haben's. Einmal hopp. Da sind wir aber viele bessere Schafe schon. War gerade geschenkt. Wir haben sogar 2 geschenkt gekriegt. Oh mein Gott. Ne, Wackelschaufel und Schaufel. Okay, wir haben schon alle, ja. Hi. Hast du alle Teile gefunden? Jawohl, Captain. Da sind sie. Sind das meine Fernsprecherteile? Kommt her, ihr Süßen. So, alle Teile sind hier wieder ordentlich reingequetscht. Wie die Sardinen. Läuft das Ding jetzt? Oh, Mannschaft, ich bin's, euer Findevogel. Also, es ist schon wieder passiert. Kommt ihr vorbei und holt mich ab. Hier sind meine Koordinaten. Gulliver-Ende. So, das sollte reichen. Du bist der Beste. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich zeige mich irgendwann dafür erkenntlich. Behalte deinen Briefkasten im Auge. Ich schicke dir was, das haut den stärksten Kraken aus den Socken. Wobei, tragen Kraken überhaupt Socken? Allein das Anziehen dauert doch bestimmt ewig. Ha, ich begleite das nächste stundenlang ungeduldig hin und her laufen. Dann wollen wir mal. Muschelgräber. Man kriegt echt für jeden Scheiß. Zeig ja, mag ich. Ein Flug, Lukas, das Federvieh. Oh mein Gott, da kommt noch öfter, ne? Ja, okay. Ein Regenschirmständer, okay. Und einen Köder haben wir gekriegt. Voll cool. Ich sage, wenn wir wirklich mal ein bisschen mehr haben und Zeug, dann kann man ja auch so Bastelleitungen tauschen und so Zeug und weiß ich was alles. Ich weiß nicht, ob Sarah schon alle hat. Kann man alle haben, ich weiß es gar nicht.
Badam. Ach, 5 Eisen, das hat er geschenkt sogar. Das ist nice. Ja, nee, ist klar. Nochmal? Kann ich gar nicht. Und ins Lager. Gießkanne brauchen wir aktuell nicht auch nicht. Schon wieder was gekriegt? Durch was? Lager voll machen. Einzig was Profis wissen, mehr noch als das, was man sieht, zählt das, was man nicht sieht. Nicht benötigte Dinge gehören ins Lager. Je mehr du dort verstaust, desto mehr Meilen bekommst du. Ah, okay. Wow, 1000. Alles klar. Können wir uns irgendwas holen? So bastelanleitungsmäßig, meine ich. Was hast du denn? Ich will was kaufen. Auflasssofa einer Campingkocher. Ah, hier ist der wow, 3000. Wow. $4,57. Meilen einlösen. Was gibt's denn? Meilenticket haben wir eines. Alltagswerkzeuge wäre vielleicht ganz gut. Werkzeugring ein Muss. Was ist das? Erleichtert die Auswahl von Werkzeugen über den Werkzeugring. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Geh in die Runde tauchen morgen. Bei einem Durchgang kannst du schnell 20.000 bis 50.000 Sterne bekommen. Okay, machen wir. Alltagswerkzeuge sind auch gut. Ich habe gelernt, wie man ein Werkzeug schnell wechselt. Ich kann draußen jetzt Ding drücken, um den Werkzeugring zu öffnen. Schauen wir gleich. Also das Durchschalten war ein bisschen krampfig. Kunst des Bodypainting, Augenfarben für Gewinner. Die Dinger wird es immer geben, denke ich mal. Der schaut cool aus. Oder gestreift ist schöner. Nook Shopping, was gibt's da? Sportbrille. Quackshirt. Feierabendrock. Die Musik kaufen wir uns auf jeden Fall. Anstatt noch zu fischen oder Insekten zu holen, das lohnt sich mehr. Einmal Tasche voll machen, wobei meine Tasche noch etwas mehr Platz hat. Ah, okay. Ja, ich schau grad. Machen wir. Also Tauchen ist aber eine coole Idee. Gehen wir raus, beenden. Ich brauche bloß 98.000 jetzt das erste Mal, also von dem her geht glaube ich schon. So.
Oh ja. Gerade einen Kredit abbezahlt, schwatzt ihr den nächsten auf. Ja, das glaube ich schon. Da. Kescher. Die Schaufel. Die Schleuder. Die Wackelaxt. Und der Sprungstab. Eine Leiter gibt es noch, habe ich gesehen. Noch irgendein Ding. Ja. Viel, viel einfacher. Okay. Ja. Durchschalten kann ich immer noch, wenn ich mag. Passt perfekt. Optimal. Ich nehme jetzt einen Schlafanzug, sage ich gerade. Den Anzug kurz raus, dass ich nicht vergesst. Die Viecher müssen wir rausnehmen. Und bei dem, was du nun machen musst mit dem Material, habe ich Obst gegessen. Direkt 10-mal auf einmal, ich Gierhals und naja, alle Steine kaputt gemacht und mit meinen Tickets und die ersten nur verschwendet. Das war kacke. Ach so, die Dinger quasi, ich kann die, hast du das Obst verschwendet? Nee, ich will es nicht verkaufen. Ich will so ein Ding, ich will so ein Eugen geben, das Zeug. Tasche ist voll, Mist. Okay, dann müssen wir doch kurz was geben noch. 2 oder 3 Sachen. Nee, die Hausdarsteller damit kaputt. Ah, okay. Die spawnen dann quasi nicht mehr, oder wie? Noch nicht die Fossilien, okay. Er hat mir aber schon was gesagt, das dauert Tage, bis die kommen. Ah. Nach den Fossilien hat er mich aber schon gefragt, tatsächlich. Die Meilen kannst du Bewohner finden und farmen. Ja, das weiß ich. Machen wir auch morgen. Ich habe nur ein Ticket aktuell. Aber siehst du, ich könnte abgehen, die Fossilien. Ich gehe jetzt mal die Käfer ab. Die mag er so gern. Ich lass mal. Hab ich. Also ich gebe mir erstmal die ganzen anderen Sachen. Also er will die Fossilien, das weiß ich. Er stellt die auch im Museum aus, glaube ich. Aber ich dachte, ich kann es ihm zumindest geben. Ich schau mal. Ich glaube, er untersucht sie erst, oder? War es nicht so? Untersucht es sie nicht erst?
Gib mir ein paar Sachen noch. Ich habe noch viele Käfer für dich. Da ist ein Sackträger. Ja, der ist auch nur jetzt so. Ah, okay. Wäre cool, wenn man mehr gleichzeitig geben könnte. Das wäre schon... würde es vereinfachen. Alles, was wir ihm geben, haben wir quasi erledigt. Gehen wir so ein bisschen Insekten noch. Ach, im Museum kann man es da machen. Ah, okay. Ach, scheiße. Wollte ich gar nicht. Ich glaube, ja, ich merke es. Das ist... hätte Streamer werden sollen. Ich weiß nicht. Ich rede aber auch viel von dem her. Ah. Normal müsste es nicht oben sein. Ja, allerdings. Ich. Na komm. Aktuell bin ich eher ein bisschen still, ich bin schon müde. Aber ich habe etwas. Noch ein Käfer für dich. Jetzt muss ich aufpassen. Nein. Jetzt schauen wir mal, ob er Fossil schon nimmt. Vielleicht mag er es ja. Gehe ich auch gleich schlafen. Ich sage, ich versuche es Fossil noch. Ich habe etwas. Weil es sind ja alles Fossile. Ich glaube, da musst du das irgendwie untersuchen, oder? Ohne Zweifel, hierbei handelt es sich um ein Fossil. Das findet er geil. Wie wundervoll, wie vortrefflich. Auf meine Intuition war Verlass. Es gibt Fossilien auf dieser Insel. Aber ich schweife ab, zurück zu ihrem Fund. Ich muss ihn sofort analysieren. Dann wollen wir noch mal sehen. Er liebt Fossilien, ja. Die findet er mega geil. Dies hier ist fern auch nur des geringsten Zweifels ein Mammuttorso, jawohl. Bei meinen Schwungfedern, welch fabelhaftes Fossil. Das Mammuttorso wäre ein gewaltiger Schritt hin zur Eröffnung des Museums. Wenn ich so frei sein darf, würden Sie es in Erwägung ziehen, dieses Fossil der guten Sache zu spenden. Nimm's. Sie wollen doch sicher etwas prickelndes Faktenwissen zu diesem aufregenden Stück hören, oder? Prächtig vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen. Nun denn. Hüstelhust. Ah, das Mammut, der Rebell unter den urzeitlichen Säugetieren. So wuschelig, so versaust. Bekannt sind sie natürlich für ihre Größe bis zu 13 Tonnen. Bei den größten Männchen wollen wir doch. Doch Regeln sind ihnen egal, daher gab es auch Spezies, die kleiner als heutige Elefanten waren. Wissenschaftler rätseln, war das Mammut die coolste ausgestorbene Spezies? Vielleicht. Und das war's. Ich hoffe, meine bescheidenen Ausführungen waren erhellend. Nö.
Gut, dann nehme ich Ihre ungemein großzügige Spende mal entgegen. Vielleicht finden Sie ja auch die verbleibenden Teile und das Fossil erstrahlt dereinst in voller Pracht. Sollten uns besser aufsprechen, mein Freund. Der labert, ne? Der Fisch mit den Händen, der ist super. Ah, so geil. Jetzt können wir beide machen, okay. Ich drücke jetzt ganz kurz weiter. Ein Insel brauchst nicht 10. Die steht noch nicht gut aus. Ich will etwas stiften. Was haben wir denn da? Ein Pachysaurus Vorderteil und ein Dimetrodon Torso. Kriegst einen Barsch. Ganz klar, das ist ein Barsch. Nee. Aber das bedeutet ja, hurra, es ist geschafft. Wir haben nun die erforderliche Anzahl. Viel Spannendes, ja, ja. An Ausstellungsstücken. Bei meinem Federkleid, ich bin für wahr sprachlos. Nie hätte ich gedacht, dass wir unser Ziel gleich an meinem ersten Tag auf dieser Insel erreichen würden. Welch Großzügigkeit, welche akademische Leidenschaft. Ich bin überwältigt. Und steht der Baugenehmigung für ein richtiges Museum nichts mehr im Wege. Oh, du liebe Güte, ich muss ja alles für die große Eröffnung vorbereiten. Es gibt ja so viel zu tun. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, Emitz. Alles klar, ciao. Ja, was du nicht alles geschafft hast heute, eh. Ist echt einiges weitergegangen heute tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, ja. Na gut, ich habe ja beschissen. Ich habe einen Tag vorgespielt, das wäre aber noch gar nicht so weit. Muss man da so sagen. Außerdem habt ihr mir beide geholfen, also, oder haben mir mehr Leute geholfen, ihr und du, Sarah. Verkaufen wir den Rest noch kurz. Also die Fische jetzt nicht, bloß den Barsch. Hat mir Peach gleich gegönnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele in Spielen tatsächlich die meiste Zeit auch einen weiblichen Charakter, muss ich ehrlich sagen. Einfach weil es einfach teilweise so viel besser ist. Aber hier haben wir auch gerade echt, komm. Passt in dem Fall, glaube ich, nicht. Ich wollte nicht zu dir. Hat gerade so passt. Ich will was verkaufen. Dich und 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 den Barsch.
Und dich und dich. Ja. Nehme ich, gib. Jawohl, nice. Ich spiele zum Beispiel bei Mario Kart auch die Rosalina die meiste Zeit, also weiß nicht. Gefällt mir einfach besser, muss ich ehrlich sagen. Hier, das sind mehr mir, glaube ich. Von dem her, das passt schon. Das passt. Okay, aber ich würde einfach, heute lass was. Ah Gott. Ich stelle mal die Zeit noch zurück. Aua. Wie war das? Einmal so. Dann einmal so. Einmal hui. Und einmal hat der Uhrzeit. Und einmal synchronisieren. Jawohl. Mit Switch, mit einem, wie heißt's, mit einer Capture Card. Ich gehe quasi mit dem HDMI-Kabel in die Capture Card rein und habe quasi dann das Bild auf dem Monitor. Und Problem an der Switch ist einfach nur das, dass man die Switch eigentlich nicht leiser machen kann. Deswegen habe ich noch ein Mischpult dazwischen, dass ich die extra abgreifen kann quasi. Ich gehe quasi mit dem Kabel, wo du in den Fernseher reingehst, gehe ich quasi in meinen Computer rein. Und von dieser, in eine gewisse Karte quasi, die man reinsteckt. Und von dieser Karte geht wieder ein HDMI-Kabel raus, wenn man will, zum Monitor. Oder zum Fernseher. Ging genauso. Also nur ein Zwischenteil, das quasi das abgreift, das Bild. Kann man sagen. Das Bild und Ton abgreift. Mehr ist es gar nicht. Capture Card einfach nur zum Beispiel Elgato macht die Dinger etc. Gibt schon lang. Also gibt auch andere Möglichkeiten, aber funktioniert eher nicht so gut. Und dann quasi brauchst du nur irgendwas, so Sache wie OBS zum Beispiel. Das greift dann quasi diese Karte wieder ab. Ja. Ist egal, aber ist einfach nur eine Karte oder gibt es auch als mit USB zum Beispiel, dass man irgendwie so ein kleines Kästchen das quasi anschließen kann. Das ist einfach nur ein Gerät, wo das Signal quasi von der Switch reingeht und mit einer zweiten Kabel dann quasi zum Monitor oder zum Fernseher weitergeht. Einfach nur ein Teil, das quasi dann sagt, okay, ja, ich greife das Bild vorher ab, bevor es zum Fernseher geht. Und dann kann man es quasi am Computer wieder abfangen. Das ist eigentlich, mehr ist gar nicht, die ganze Zauberei. Ich muss speichern, ne? Bin ich trotzdem kurz gespannt, wenn ich jetzt wieder reingehe. Was dann der Fall ist. Aber es müsste eigentlich wieder Nacht sein. Ist wieder Nacht. Ja gut, schauen wir kurz rein, oder? Sicher ist sicher. Leicht. Man weiß nie, was passiert. Der lädt schon so lange. Ne, ist noch da. Wir haben noch ein Haus. Yay. Okay. So. Ich wünsche dir auch gute Nacht, Scarlett.
dann hören wir auf für heute. Ach Gott, schön war's.